Ich bin der Vegan Satanist und gemeinsam begeben wir uns auf eine Reise. Wenn wir von einem Symbol sprechen, handelt es sich um ein Zeichen, welchem wir nicht nur einen tieferen Sinn geben, sondern auch eine Bedeutung beimessen. Manche Menschen lassen sich auch jenes Motiv als Körperschmuck auf die Haut stechen. Die Rede ist hier vom Tattoo. Im alten Griechenland dienten sie als Kennzeichnung für Kriminelle und Sklaven. Somit entstand ein Stigma, welches sich über Jahrhunderte durch die westliche Welt zog. Doch ist dies noch zeitgemäß? Darüber spreche ich mit Alex Prisen. Sie ist Tätowiererin und weiß ganz genau, worauf es ankommt, wenn die Kunst unter die Haut geht. An Halloween kam wieder der Vorfall, dass jemand meinen Arm anguckt und fragt, wer hat das gemacht? Das ist gut, das ist immer gut. Ich denke auch. Wurdest du auch mit den Händen angeguckt? Das ist ja immer ganz beliebt, sich Tattoos anzugucken mit Anfassen, weil mit den Augen reicht immer nicht. Nee, die sind dann sehr touchy, die Menschen. Ja, ist immer so. Und dann drehen sie auch deinen Arm. Ja. Also jetzt nicht so, dass das Handgelenk brechen würde, aber es ist schon sehr komisch, dass du dann halt irgendwie so Breakdance-Moves mit. Ja, irgendwie, das ist immer eine Einladung. Bist du tätowiert, dann bist du immer angefasst, ob du willst oder nicht. Ja, das war jetzt gerade wieder der Fall tatsächlich. Und in den USA auch ganz oft. Und deswegen dachte ich mir, so, damit mich keiner mehr fragt, wer das ist, dann stelle ich sie doch einfach mal vor. Hallo. Alex, du bist Tätowiererin vom Herzen. Meinen ganzen Arm, den habe ich dir zu verdanken. Ich glaube, 2 Monate haben wir den durchgeballert. Verrückt, ne? Ja. Ich weiß auch nicht, wie ich das gemacht habe. Weiß ich auch nicht. Das war schon schnell. Ich muss einmal Geldregen gehabt haben. Ja. So, jetzt aber ab ins Tattoo-Studio. Alex, wie bist du zum Tätowieren gekommen? Ich wollte immer einen kreativen Job machen. Ich wusste aber auch wirklich ganz lange gar nicht, was gibt es für Möglichkeiten. Deswegen habe ich nach meinem Abi einfach, weil ich wirklich gar nicht wusste, wohin es gehen soll, Lehramt studiert. Nicht beendet, weil gefiel mir halt nicht. Ich habe die Fächer Mathe und Kunst gehabt für Hauptreal Gesamtschule. Mir war immer klar, dass Lehrer sein, glaube ich, nicht so ganz meine Zukunft ist. Ist mir auch ganz schnell dann während des Studiums klar geworden. Aber ich bin halt hängen geblieben, weil ich nicht wusste, was ich machen soll. Und habe zum Schluss auch eigentlich nur Kunstkurse gemacht. Aber wenn man sich so zurückerinnert, was man tatsächlich dann im Kunstkurs irgendwie gemacht hat und was ich dann da studiert habe, war dann so, das werde ich nachher gefühlt gar nicht benutzen. Und dann bin ich auf Grafikdesign umgestiegen, weil ich mir da ein bisschen mehr Kreativität erhofft habe. War auch kreativer, aber nicht so in den Bereichen, die mir einfach gefielen. Ich wollte halt hauptsächlich immer gerne zeichnen und das kannst du natürlich nicht durchgehend im Grafikdesign-Bereich machen. Da musst du natürlich in anderen Bereichen noch kreativ sein, die mir persönlich jetzt einfach nicht so lagen, wo andere vielleicht total drin aufgegangen sind, aber ich halt nicht. Illustrationskurse gab es natürlich auch und die waren dann auch ganz cool, aber es waren halt nur bedingt viele. Letztendlich habe ich das halt auch nicht beendet, aber zwischendurch kam mir halt die Idee mit dem Tätowieren. Ich habe mich auch, ich glaube, das erste Mal mit 21, 22 selber tätowieren lassen und kam so ein bisschen auf den Trichter, dass das ganz cool wäre. Und dann hatte ich auch Kontakt mit einem Tätowierer bei Instagram. Das war ein Tätowierer aus Paderborn. Mittlerweile ist er in Bielefeld. Der fand meine Sachen ganz cool, meine Zeichnungen. Ich habe früher viel mehr als heute gepostet, weil ich heute weniger Zeit habe. Aber man hat dann so ein bisschen Gespräch aufgebaut und der meinte, die suchen bei sich im Tattoo-Studio einen Tätowierer. Ich soll mal ein Portfolio machen, falls ich Bock habe zu tätowieren. Habe ich gemacht, war dann auch da zum Gespräch. Und dann hätte ich aber 4-mal die Woche hingemusst. Zu dem Zeitpunkt meines Studiums war ich aber noch so eingespannt, dass ich dann ablehnen musste. Das hätte ich dann einfach nicht gepackt. Und ich war nicht dazu bereit, irgendwie komplett den Absprung zu machen und das Studium einfach aufzugeben. Das war noch so relativ am Anfang vom Grafikdesign-Studium und dann habe ich es halt gelassen. Aber dieser Gedanke war halt trotzdem noch da. Und dann war das halt immer so in meinem Kopf, aber ich habe einfach weiter studiert und dem nicht weiter gefolgt. Und dann war in Hannover eine Comic-Con. Gibt es mittlerweile nicht mehr. Da habe ich mich relativ spontan für einen Tisch beworben in der Künstlerallee. Das habe ich halt damals öfter gemacht, auf verschiedenen Comic-Cons. Und auf der habe ich dann Martin D'Agostino kennengelernt. Der hat damals noch bei Frost Ink gearbeitet und der hat ein Bild bei mir gekauft mit seiner Frau Ellie. Und dann haben wir so Instagram-Kontakt aufgebaut. Und dann war das so, dass er sich dann nach einer Weile mit seinem eigenen Laden in Hannover selbstständig gemacht hat. Gar nicht mehr bei Frost Ink. Und dann habe ich mir dann einen Termin geben lassen. Und habe dann mein erstes Tattoo von Martin bekommen. Und habe ihn direkt gefragt, ob er auch Leute ausbilden würde. Er meinte dann so nach einem Jahr, wenn sich das rentiert, wenn sich der Laden hält und er sich das leisten kann, dann schon. Er ist ja auch immer mit Kosten verbunden, jemanden auszubilden. Gerade im Tattoo-Bereich ist es ja keine
normal staatlich anerkannte Ausbildung. Nach einem Jahr habe ich ihn dann einfach wieder gefragt. Ich habe das weiter beobachtet und bin dann nochmal hin und ich so, hey, steht das Angebot noch? Hat er halt ja gesagt. Und dann war ich erst so Praktikantin. Ich bin dann gependelt, weil ich habe ja noch in Bielefeld gewohnt. Bin dann immer nach Hannover gefahren mit dem Zug. Habe sehr viel Lebenszeit in Zügen verschwendet, weil man kennt es ja, man kriegt nie Anschlüsse. Ist auch fast jeden Tag so gewesen. Da bin ich noch nicht täglich gependelt, aber jede Woche 1-2 Mal. Irgendwann war mir das zu doof und dann habe ich gesagt, okay, nee, will ich nicht. Ich will das jetzt eher in Richtung Vollzeit angehen. Und habe dann am 01.01.2020 das Gewerbe angemeldet. Und jetzt, 1.01. nächstes Jahr, bin ich 5 Jahre Tätowiererin. Was ich spannend finde bei deinem Werdegang, ist, dass du ja gesagt hattest, du wolltest erst auf Lehramt und dann auch in den Bereich Kunst. Bei Grafik ist ja so, dass man auch viel mit Typografie zu tun hat. Oder die Setzung von dem Bild im Bild. Die Schrift muss an einem gewissen Punkt sein, damit das Auge es schön angenehm findet und die Farben dürfen nicht irgendwie gegeneinander spielen. Ist das etwas, was du mitgenommen hast, obwohl du es jetzt vielleicht auch nicht so mochtest in dem Studium, was du umsetzen kannst heute? Ich fand es sehr interessant auch und ich habe da, glaube ich, schon einiges mitgenommen. Ist nicht so, dass ich das jetzt fürs Tätowieren unbedingt brauche, denn wenn ich was mit Typografie habe, dann versuche ich das meist eher zeichnerisch ins Bild einzusetzen, außer dass es jemand möchte nur eine reine Textzeile oder so haben. Aber grundsätzlich, mir fallen halt oft Dinge auf im Alltag, wenn ich mir irgendwie, weiß ich nicht, an Läden Schilder angucke und denke, oh, das sieht furchtbar aus, oh, der Abstand ist scheiße. Oder warum mixt man diese beiden Schriftarten? Also einfach nur solche Sachen. Aber grundsätzlich brauche ich es für meine Arbeit so gesehen nicht mehr. Es ist jetzt nur manchmal, letztens haben wir die neue Eröffnung vom Laden gehabt, weil wir mit dem Laden umgezogen sind in größere Räumlichkeiten. Habe ich zum Beispiel einen Flyer gemacht und dafür kann man es dann mal wieder gebrauchen, aber grundsätzlich ist es für mich, für mein reines Ästhetikbild hilft es schon, wenn ich weiß, was gut aussieht oder was passt und was nicht passt. Gut, einiges ist auch Geschmack, aber ich fand es schon hilfreich und interessant. Man sieht es bei deinen Arbeiten, wenn man sich dein Portfolio anguckt, du machst ja jetzt nicht wirklich nur Black and White, wie es auf meinem Arm ist, sondern du machst ja auch viel mit Anime oder Comicfiguren. Anime tatsächlich gar nicht mehr so viel. Da gehen die Sachen eher Richtung Martin, der ist da mehr zu Hause noch als ich. Meine Sachen, die farbigen Sachen gehen entweder in Richtung Realismus oder halt ein bisschen in Neo-Traditional oder illustrativ, kann man sagen. Oder realistischerer Comic, so wie ich halt tatsächlich auch privat gerne zeichne. So vielleicht eher. Ich habe anfangs gestartet mit der Intention, ein Black and Grey zu machen, habe dann aber festgestellt, dass mir halt Farbe auch richtig Spaß macht, aber dann wirklich mehr dann in etwas realistischeren Bahnen. So wie du es bei mir jetzt gemacht hattest, zum Beispiel meinen ganzen Sleeve. Hattest du das vorher schon mal so gemacht in der Art? Also, dass du wirklich so einen kompletten Arm gesagt hast, mache ich jetzt mal so? Ich glaube tatsächlich nicht. Also keinen beendeten Sleeve zu dem Zeitpunkt, nein. Mittlerweile ja. Ich habe letztens einen realistischen Sleeve komplett in Farbe auch beendet, wo es um Filmcharakter ging, ganz viele. Da haben wir auch, aber über einen längeren Zeitraum als bei dir, ganz viele Charakter abgearbeitet, wie zum Beispiel Gizmo von den Gremlins oder wir hatten Gladiator drin, Jurassic Park, Karate Kid oder sowas oder Zurück in die Zukunft und das war cool und der war richtig knallbunt. Das war auch ganz gut. Aber ansonsten, nein, zu dem Zeitpunkt habe ich noch keinen kompletten Sleeve beendet. Krass. Mir kam in den Kopf, ich möchte unbedingt einen Arm haben, dass wenn ich verrecke, dass die Leute sofort lesen können an meiner Leiche. Cool, das hat der gemacht. Ja. Was ich gemacht habe, wird man nicht verstehen, aber wenn man mich kennt, wird man vielleicht irgendwann erkennen und sagen, okay, cool, ergibt Sinn. Und bei mir war irgendwie klar, ich gehe zu Alex, obwohl ich gar nicht drüber nachgedacht habe, vielleicht kann die das ja gar nicht. Ich kenne da eine, die kann so ein bisschen tätowieren, dann gehen wir mal dahin und machen das. Ja, aber so war mein Egal, Gedankengang. wie es aussieht. Aus heutiger Sicht völlig verrückt, würde man sagen, aber da habe ich dir blind vertraut in der Hinsicht und das hat sich ja gelohnt. Das fand ich aber auch schön. Ja, wie war denn für dich so eine Reaktion, wenn jemand kommt, den du kennst, der dir sagt einfach so, mach mal? Richtig gut tatsächlich. Zu dem Zeitpunkt, wo du dann da warst, hatte ich auch noch mehr Selbstbewusstsein. Als ich begonnen habe zu tätowieren, halt überhaupt nicht. Da hat man ja erstmal ein bisschen Angst und probiert sich noch rum. Und als du da warst, da wusste ich ja mehr, was kann ich nicht, worin bin ich gut. Und gerade Black and Grey, Realismus liegt mir halt ganz gut. Oder generell Porträts, sagen wir es mal so. Ich habe früher auch 4 Porträts gezeichnet und wir haben ja auch viele bei dir gemacht. Von daher hat mir das halt sehr Spaß gemacht. Da gibt es auch tatsächlich eine lustige Kundin, eine Stammkundin von uns. Bezug auf Vertrauen und mach, was du willst. Sie ist so eine, sie war vorher immer bei Martin und sie hat zu Martin immer gesagt, mach, worauf du Bock hast. Sie hat einen ganzen Sleeve, wo Martin einfach komplett entschieden hat, was gemacht wurde. Und dann war ich ja dann da irgendwann, sie hat mich kennengelernt
Und dann kam sie an mit, ja, Alex, mach mir mal ein Chesspiece. Was willst du denn? Ja, du kennst mich doch jetzt mittlerweile, so wie bei Martin, mach halt, worauf du Lust hast. Und das hat mich völlig überfordert zu dem Zeitpunkt. Das war noch lange, bevor du mit deinem Sleeve da warst. Und ich habe wirklich lange gebraucht, was zu entwerfen. Ich habe erst was in Black and Grey entworfen, fand es dann kacke. Habe dann tatsächlich so einen Mix aus Black and Grey, Realismus mit irgendwie abstrakt farbigen Sachen, also wirklich so gemischt was gemacht, was gut zu ihr gepasst hat und irgendwie auch ein bisschen mit dem Arm gematcht hat, den sie schon hat. Und das fand sie toll. Und sie ist immer so, sie guckt das an und sagt so, ja cool, machen wir. Fertig. Das war's. Keine Diskussion, wird nicht groß drüber geredet. Das war's. Und jetzt mittlerweile ist es auch so, ich habe sie relativ oft tätowiert, genauso wie Martin oder auch meine Kollegin Claudi mittlerweile. Und ich mache bei ihr gerade einen Beinsleeve. Und da habe ich zum allerersten Mal ein Thema bekommen. Da geht es nämlich um Der Rabe von Edgar Allan Poe. Und das war einfach nur, sie sagte, die Geschichte, die ist mir wichtig. Und du kannst gestalten, wie du willst. Du kannst irgendwie das bildlich darstellen, wie du möchtest. Ich musste mir das dann, also ich kannte die noch, die Geschichte aus der Schule. Nimmermehr. Genau. Auf jeden Fall musste ich mir noch mal ein bisschen vor Augen führen, wie diese Stimmung in dieser Geschichte ist. Was sind so bildliche Elemente, die ich übernehmen kann. Und die ersten 2 Sitzungen waren einfach nur ein Rabe komplett von der Hüfte bis zum Knöchel über das gesamte Bein an der Seite. Fand sie geil, liebe ich auch. Ist mittlerweile eins meiner Lieblingstattoos, die ich gemacht habe. Und so konnten wir Stück für Stück uns vorarbeiten und wir sind jetzt fast fertig mit dem Sleeve. Du hast sie nicht gefragt, ob alles okay mit ihr ist, ob sie gesund ist, ob das die richtige Person ist, weil sie ein Thema vorgegeben hat. Hat mich gewundert, ja. Aber ansonsten war ich trotzdem sehr frei in meiner Gestaltung. Und dafür liebe ich sie. Also sie ist ein sehr gern gesehener Gast, mittlerweile auch mehr eine Freundin. Sie kommt zwischendurch auch immer zum Kaffeetrinken vorbei. Aber wie ist denn das für dich, wenn du gerade schon sagst, so, das ist eins meiner Lieblingstattoos? Ich kenne es von Künstlern, die halt viel malen, also gerade Artworks für Poster und Co. Die sind natürlich sehr stolz auf ihre Werke, was man ja auch sein kann und deswegen verkaufen sie die auch als Poster und Co. Bei dir ist aber der Fall, du machst ja so viele Kunstwerke, weil du die individuell bei Leuten machst, genauso wie du aber auch nicht nur im Tattoo-Bereich Kunst betreibst, sondern auch privat. Gibt es da wirklich etwas, wo du sagst, wow, das finde ich so geil, das wird immer meine All-Time-Favorite Nummer 1 sein? Ich liebe Gesichter. Männer, Frauen, alt oder jung, ist ganz egal, solange die irgendwie was Prägnantes haben. Aber ich liebe immer Porträts machen. Sei es beim Zeichnen für mich oder halt auch beim Tätowieren, das finde ich immer toll. Und ich habe festgestellt, im Bereich Tattoo liebe ich Vögel. Deswegen fand ich auch den Raben dann ganz cool. Was mir nicht so Spaß macht, sind zum Beispiel Tiere mit langem Fell oder so. Also so solche Haarstrukturen dann zu machen. Mache ich, kann ich, ist okay. Aber was mir Spaß macht, sind Federn, Vögel. Vor allem, wenn die halt dann eine coole Struktur haben oder auch coole Farben oder so, sei es dann im Farbbereich oder bei Black and Grey auch, wenn die einfach eine schöne Optik haben oder coole Posen, wie jetzt zum Beispiel mit dem Raben, den ich auf dem Bein gemacht habe. Das war, dadurch, dass der auch groß war, konnte ich auch viele Details gerade in den Federn machen. Und das ist dann immer ganz cool. Hattest du mal Fälle, wo du gesagt hast, nee, mein Lieber oder meine Liebe, ich schicke dich jetzt mal nach Hause. Ich habe jetzt, das mache ich nicht. Ich werde dir jetzt nicht auf Spanisch La Familia auf den Hals tackern. Ich glaube, ich hatte jetzt irgendwie noch nie irgendein Motiv, das ich groß abgelehnt hätte. Würde halt jemand kommen und würde etwas Feindliches, egal in welche Richtung, sei es homophob oder, weiß ich nicht, gegen irgendwelche Menschen generell, keine Ahnung, da würde ich natürlich nicht machen. Da legen wir generell ganz großen Wert drauf, dass bei uns im Shop sich jeder sicher fühlen kann. Mann, Frau, egal, bist du gläubig oder nicht gläubig oder egal was für eine Sexualität oder so. Das ist uns immer ganz wichtig. Aber würde jemand kommen und würde etwas haben wollen, das irgendwie feindlich in irgendeine Richtung ist, das würde ich natürlich nicht machen. Kommt bei uns eigentlich nicht vor. Zumindest bisher nicht, weil eigentlich haben wir einen relativ ähnlichen Schlag Mensch, der uns zukommt und mit dem kommen wir immer gut klar. Wir mussten bisher noch nie jemanden irgendwie groß rausschmeißen. Da bin ich auch ganz froh drum. Das Einzige, wo ich vielleicht was ablehnen würde, wäre, was manche Körperstellen betrifft. Ich würde jetzt zum Beispiel nicht den Penis eines Mannes tätowieren. Da würde ich tatsächlich Nein sagen. Ich kann es völlig verstehen. Ich kann es auch nachvollziehen, weil das so Stellen sind, musst du nicht machen. Nee, ja. Ist tatsächlich auch schwierig, weil habe ich mir sagen lassen, dass der Penis halt durchgehend auch irrigiert sein muss, um ihn gut tätowieren zu können. Und wenn ich oder der Kunde Hand anlegen müsste, nein, danke, das muss ich nicht haben. In der Pornobranche nannte man diese Menschen Fluffer. Das waren die in den Pausen immer das Ding oben halten mussten. Das heißt, die durften da schön pusten und rubbeln. Ja, müssen wir engagieren dann. Ich habe gar kein Problem damit, irgendwie in der Leiste oder
weit oben beim Oberschenkel oder so in der Nähe des Schrittbereichs zu tätowieren, das juckt mich nicht. In dem Fall, wenn ich tätowiere, ist das für mich auch einfach meine Arbeitsfläche. Da denke ich gar nicht dran, dass das irgendwie vielleicht ein intimer Bereich ist. Oder auch bei Frauen, die Unterbrust oder sowas. Interessiert mich nicht. Ich habe auch schon mal eine Vulva tätowiert tatsächlich. War auch kein Problem. Aber ja, nein, kein Glied. Und vielleicht auch jetzt nicht unbedingt zwischen den Arschbacken ist nicht vorgekommen, aber möchte ich auch nicht. Bei mir ist zum Beispiel, ich habe eine große Hemmschwelle, mich vor anderen Leuten auszuziehen. Hatte ich mit 16 nicht, da konnte ich nackt über den Fußballplatz rennen, aber heutzutage geht das nicht mehr. Aber wenn ich bei euch im Studio wäre, hätte ich damit kein Problem, weil ich einfach weiß, dass das für euch, wie du gerade schon sagtest, eine Arbeitsfläche ist. Also ist völlig egal. Da wird nicht der Mensch angeguckt oder was auch immer, es wird einfach nur geguckt, passt das Motiv an diese Stelle und wie kriege ich es hin? Es muss sich auch keiner irgendwie entblößen, auch vor allen Leuten. Wir haben ja zum Beispiel, wir arbeiten ja alle zusammen in einem großen Raum. Es hat nicht jeder seine eigene Nische oder so, sondern alle zusammen. Das heißt, alle Kunden sind auch irgendwo zusammen. Aber wenn wir Stellen tätowieren, wo jemand Freizügiger irgendwie liegen muss, keiner muss sich blank ziehen. Man kann immer irgendwie was so bedecken, dass man muss jetzt keine Nippel zeigen vor allen Leuten oder sowas als Beispiel. Man kann das immer bedecken. Und im Notfall haben wir tatsächlich auch entweder eine Stellwand, die wir zwischen uns stellen können und den anderen Leuten. Oder aber wir haben einen separaten Raum, wo auch noch ein Stuhl steht, wo man auch tätowieren kann und dann wird keiner reinkommen und irgendwie was sehen. Also das ist uns immer wichtig, dass sich jeder sicher fühlt. Denn klar, vielleicht willst du ein Tattoo an einer Stelle haben, wo du dich wirklich mal ausziehen musst, aber es muss halt nicht jeder dran teilhaben. Und nicht jeder ist halt so freizügig oder hat so viel Selbstbewusstsein, um sich da allen zu zeigen. Und das muss er auch nicht. Manche interessiert das nicht, die laufen dann da oben ohne rum, das ist auch egal, das haben wir auch schon gehabt. Jeder so, wie er halt mag. Und mir ist es halt egal, ob ich da jetzt Brüste sehe oder irgendwas, juckt mich halt nicht. Die siehst du ja im Endeffekt nicht. Das ist ja die sehe ich dann nicht. Also es ist ja auch der Punkt, selbst wenn, du siehst es wirklich gerade in dem mentalen Augenblick sowieso nicht, weil, was ich schon sagte, es ist deine Arbeitsfläche. Ja, aber es ist halt auch, wenn ich zum Beispiel so ein Underboob-Tattoo mache und dann muss ich auch zwischendurch, ich berühre die Brust natürlich von einer anderen Frau. Ich frage immer so, hier, ich muss hier zwischendurch dann auch mal die ein bisschen wegdrücken oder hier ziehen und spannen oder so. Und dann frage ich schon ein bisschen um Erlaubnis, aber es ist halt nötig, dass ich das mache, sonst kann ich da nicht gut tätowieren. Aber das erkläre ich dann auch. Ne? Das ist aber niedlich bei dir, das muss ich hier einmal anmerken, weil du hast mich sogar immer gefragt, ob es okay ist, dass ich meinen Arm gerade drehe, während du meinen Arm tätowiert hast. Ja, das habe ich irgendwie so verinnerlicht. Ich kündige das dann immer an, was ich tue. Manche erschrecken sich. Ja, es muss ja auch bequem sein. Ja, was der BWser hineingesagt hätte, dann wäre das Tattoo ja nie fertig geworden. Nee. Das stimmt. Du sagtest auch vorhin noch, du hast dich recht früh tätowiert. Zwar nicht so früh, wie ich erwartet hätte. Die meisten starten schon früher, ja. Genau. Ich hätte jetzt auch gedacht, so mit 18 vielleicht schon, aber bei dir war es dann halt mit Anfang 20. Ich hatte nie Geld. Das ist der einzige Grund. Da war kein Geld drin. Ich hatte nie Geld. Arme Studentin. Aber wie, für was für ein Motiv? Also du hast wirklich grandiose Motive auf deinen Armen. Das muss man einfach mal sagen. Das ist etwas, Danke. Wo ich selbst nach so vielen Jahren immer noch gern hingucke. Was sind das für Motive? Was ist die Geschichte dahinter? Hast du das irgendwo rausgesucht oder bewusst diese Person gewählt auf deinen Arm? Also mein allererstes Motiv waren tatsächlich einfach 2 Schneeflocken, weil ich bin einfach Wintermensch, ich liebe Kälte, das ist absolut meins, deswegen das. Aber ansonsten mein erster Sleeve, das ist auch ein Black and Grey Realistic Sleeve. Da war zum Beispiel das erste Motiv auf meinem Oberarm, das ist zum Beispiel einfach nur eine Frau und der Kopf geht in so ein realistisches Herz über und da sind Pinsel und Stifte. Das soll einfach nur was mit der Leidenschaft zur Kunst zu tun haben, mit dem Zeichnen. Oder als Beispiel auf dem Unterarm ist so eine Art Eiskönigin, kann man sagen, mit so einer Eiskrone. Auf meiner einen Hand, auf dem Handrücken, ist so eine, von ganz nahem, so eine realistische Schneeflocke zum Beispiel auch. Es ist nicht ganz so geworden wie anfangs gedacht, aber ich habe hier auf dem Unterarm, das sollte in so eine Richtung Schwanenprinzessin gehen, einfach wegen Sieht des man aber, Ballettstücks. Black Swan, ja. So in die Richtung, ne? Also es ist nicht die Schauspielerin selber, aber ne, es sollte in die Richtung gehen. Letztendlich sollten noch mehr Federn hin und dann hat es irgendwie doch alles nicht mehr gepasst. Aber ist okay, es ist trotzdem schön. Oder eben auf meinem Oberarm innen, da ist ja Frankensteins Braut. Ja, die teile ich ja mit dir. Genau. Guck mal, da haben wir ein gleiches Tattoo. Komisch. Richtig. Vielleicht habe ich das unterbewusst sofort zu dir geführt. Vielleicht. So, die hat das auch, die weiß, wie das geht. Ja. Ich finde tatsächlich aber, wenn ich diese Artworks von dir angucke, erstmal sind die super gut gestochen.
Ich finde, die haben aber auch so ein bisschen diesen Clive Barker-Touch. Also man hat so ein bisschen das Gefühl, es könnte Hellraiser sein. Ah, okay. Ja, das war ein Tätowierer aus Bielefeld, Roberto da Silva, der ist da immer noch. Der macht halt nur Black and Grey Realistic tatsächlich auch und sehr kontrastreich. Ich glaube, das habe ich mir damit so ein bisschen vielleicht auch abgeguckt, weil ich arbeite auch sehr kontrastreich. Ich habe aber auch die Erfahrung gemacht, die sind einfach langlebig, die Tattoos. Wenn du nur so eine hellgraue Suppe hast nach ein paar Jahren, es bringt halt gar nichts und die müssen in 10 Jahren noch schön aussehen. Das heißt, du musst auch mit dunkel-hell-Bereichen gut arbeiten können und richtig arbeiten können. Aber es liegt ja nicht nur am Tätowierer, dass es nachher schön aussieht. Das heißt, die Leute müssen es ja auch pflegen. Definitiv, auf jeden Fall. Ich hatte mal so eine Bilderreihe gesehen, da ging es um ein Paar, die haben dasselbe Tattoo gehabt, eine Frau und ein Mann. Und sie hat es über die Jahre sehr gut gepflegt und er einfach gar nicht. Immer in die Sonne, gar nicht eincremen, überhaupt nichts gemacht. Und das sah halt aus wie Scheiße. Und ihr, es war wunderschön. Also das macht viel aus, das zu pflegen. Sonnenschutz, ganz wichtiger Punkt im Sommer. Immer 50 plus, selbst wenn man vielleicht nicht den ganzen Körper eincremen will. Ich finde das gut, dass wir mal darüber sprechen, weil ich bin oft im Fitnessstudio. Ich habe sehr viel mit gebildeten Menschen zu tun, die keine Bildung betreiben oder vertragen. Okay. Entweder oder. Aber wenn die beim Sport, also die lassen sich vorher tätowieren und gehen tatsächlich zum Sport. Ja, das ist dumm. Und heben Gewichte. Ja, das ist richtig dumm. Das ist richtig dumm. Und da möchte ich gerne mal drüber reden, warum das richtig dumm ist. Vielleicht bringt das jetzt mal was, dass man einmal darüber spricht hier. Man muss dem Körper schon ein bisschen Zeit zum Heilen geben. Die Farbe, die muss sich in der Haut auch erstmal verfestigen. Wenn man da zu viel dran macht, wie sei es Gewichte heben oder, weiß nicht, man bekommt vielleicht mal einen Schlag drauf oder so. Farbe kann dann ins Bindegewebe gehen, kannst einen Blowout bekommen. Wenn du zum Beispiel ein Oberarm-Tattoo bekommst und dann gehst du direkt deinen Bizeps trainieren, dann ist da viel zu viel Muskelkontraktion. Die Haut dehnt sich zu viel. Das heißt, es kann mehr Farbe rausgehen oder ein Blowout, weil das halt noch mitten in der Heilung ist. Die Haut braucht ein bisschen Zeit. Und ich finde es halt immer richtig dämlich. Also wir sagen das wirklich jedem Kunden, geh nicht sofort wieder trainieren. Es muss heilen, der Schorf muss ab sein und manche hören halt auch nicht drauf und wundern sich dann, warum das Tattoo scheiße abheilt und ärgern sich am Ende und dann fragen wir immer, ja, wie hast du es denn behandelt? Wie hast du es denn gepflegt? Und dann kommen halt solche Sachen raus. Ja, dann bist du halt selber schuld. Hast voll viel Geld ausgegeben dafür, dass es dann am Ende nicht schön aussieht. Besonders wenn du mit feinen Linien arbeitest und du sagst ja, du hast einen Blowout. Das ist ja im Endeffekt ein Verlauf. Ja, du kannst einen Blowout nicht ausbessern. Außer du klatscht ein anderes Tattoo drüber, dann sieht man es halt nicht mehr. Aber wenn es ein Bindegewebe ist, ist es halt da. Das kannst du nicht wieder rausholen. Das ist scheiße. Ja, ist einfach scheiße. Dann hast du halt wie so einen Schatten unter deinem Tattoo und das ist dann da. Man wird ja so oft darauf hingewiesen, gerade bei euch. Man kriegt ja auch nochmal so einen Zettel, den man dann lesen kann. Du kriegst ja nochmal dann halt, ja, verbal alles erklärt. Kommt es dennoch sehr oft vor, dass man solche Leute... Sehr oft nicht, aber es kommt durchaus mal ab und an vor. Mittlerweile, unsere Stammkunden, die wissen es, die kommen damit klar. Bei neuen Kunden gehen wir immer noch mal intensiver drauf ein. Aber selbst bei Stammkunden wiederholen wir uns auch öfter mal. Einfach aus dem Grund, manche werden schluderig, vergessen und denken, ja, hier hat ja immer irgendwie geklappt, dann muss ich nicht so drauf achten. Doch schon. Also man muss nicht super viel machen. Also du musst es einfach ein bisschen pflegen, du musst es sauber halten, nicht viel dran rumfummeln, entsprechend irgendwie lockere Kleidung drüber, nicht das scheuert oder so. Und dann ist das schon die halbe Miete. Und wenn du dann aber zu viel machst, sei es mit Sport oder irgendwas, dann ist es halt dämlich. Man kann auch vielleicht mal 2, 3, 4 Wochen ein bisschen Piano machen und dann ist dein Tattoo auch schön und dann hast du nicht umsonst so viel Geld ausgegeben. Das soll ja dein Leben lang auch gut aussehen und dann kann man, glaube ich, kurz mal ein bisschen zur Ruhe kommen. Cover-Up ist eine Kunstform. Das ist einfach ein Überarbeiten von einem bestehenden Tattoo, was einem nicht mehr gefällt, was übertätowiert wird mit einem neuen Motiv. Richtig. Ist das auch etwas, was mittlerweile vermehrt vorkommt? Ja, tatsächlich schon. Ich habe auch gerade in den letzten 1, 2 Jahren recht häufig Cover-Ups gemacht. Mittlerweile auch wirklich so viel, dass ich mich da relativ sicher drin fühle und auch tatsächlich gerne mache. Nicht jeder macht gerne Cover-Ups oder manche wollen überhaupt gar keine Cover-Ups machen. Du bist natürlich in deiner Kreativität ein bisschen eingeschränkt. Nicht jedes alte Tattoo lässt sich auch covern, das muss einem auch bewusst sein. Man muss sich das individuell immer genau anschauen. Es muss einem halt bewusst sein, man muss immer größer werden und es wird immer dunkler, als man vielleicht gerne möchte, weil man muss es ja irgendwie abdecken. Und dann kommt es immer ganz drauf an, was ist halt vorher drunter. Wenn es aber noch zu schwarz ist, zu dunkel, empfehlen wir immer erst zu lasern. Oder du musst halt mit irgendeinem großen, sehr dunklen Motiv halt draufgehen. Ne, das muss einem dann halt klar sein. Ich selber habe zum Beispiel auf meiner linken Schulter bis ins Dekolleté habe ich so Rosen. Die wurden damals beschissen gestochen. Die Linien sind viel zu dick. Es ist sogar leider auch ein bisschen vernarbt an manchen Stellen. Die sehen furchtbar aus.
Die möchte ich gerne weghaben, aber ich weiß, wenn ich das covern möchte, wenn ich ein großes, schönes Chestpiece haben will, würde es da sehr dunkel werden, was ich im Dekolleté aber nicht haben möchte. Das heißt, ich werde die definitiv lasern lassen. Da werde ich dann halt nochmal extra in die Tasche greifen müssen und es wird auch schön schmerzhaft werden, aber wenn ich dann später auf Dauer was Schönes haben will, dann muss ich das halt tun. Und das ist so ein Projekt, das wollte ich übernächstes Jahr mal angehen. Aber wir versuchen halt, die Kunden dann immer aufzuklären, okay, was ist möglich, was ist nicht möglich. Da können wir gar nicht tätowieren. Hier können wir vielleicht in die und die Richtung gehen. Und dann muss man natürlich auch erstmal besprechen, okay, was für Motive möchtest du denn oder wie stellst du dir das vor? Können wir da irgendwie einen Kompromiss eingehen, irgendwie was draus machen? In den meisten Fällen hat es eigentlich immer ganz gut geklappt. Aber die Kunden müssen manchmal auch mit ihren Ideen dann tatsächlich zum Teil zurückstecken, wenn sie es gecovert haben wollen und es dann einigermaßen gut aussehen soll natürlich, weil nicht alles ist dann möglich. Wenn sie ankommen mit Feinlein-Sachen auf dem schwarzen Tribal, funktioniert natürlich nicht. Oder mit irgendwas ganz Hellem, das geht natürlich nicht. Und halt, wie gesagt, es muss immer größer sein. Du musst das Auge im Nachhinein von dem Alten ablenken können, weil wenn du ein Motiv dann drauf hast, keine Ahnung, du hast irgendwo ein Tribal. Ich habe einen Kunden, der hatte mehrere am Arm und wir haben verschiedene Arten von Kriegern aus seinen Armen gemacht. Da war mal ein Ritter oder ein Samurai oder irgendwie ganz verschiedene Arten. Und da müssten wir halt immer größer werden. Dann konnte ich das immer so positionieren, dass dann dieses Tribal irgendwo in der Rüstung oder irgendwo verschwindet und dass der Fokus dann am Kopf war. Und du guckst dann dieses Motiv an und dein Auge ist direkt aufs Gesicht gelenkt und guckt gar nicht so sehr auf das andere. Aber tatsächlich hat das auch nie durchgeschimmert, deswegen, sind meine liebsten Cover-Ups bisher. Ein Trend, den ich aktuell gerade sehe, nicht nur in den sozialen Medien, sondern ein amerikanischer Tätowierer hat damit angefangen. Der wollte nämlich beweisen, dass es geht. Er hat sich komplett, wie nennt man das? Blackout, ja. Blackout, man ist komplett schwarz. Und jetzt macht er mit weißen und roten Farben, versucht er das wieder auszumalen. Und es funktioniert. Ja, es kann funktionieren, aber nicht bei jedem gleich gut tatsächlich auch. Manchmal muss man dann aber auch öfter mit Weiß dran gehen. Und es kommt auch ein bisschen drauf an, wie frisch das Schwarz ist. Das ist auch wichtig. Ich habe eine Kundin, ist auch eine Freundin von mir. Sie hat irgendwie einen 10 Jahre alten Blackout-Sleeve. Und der ist ein bisschen fleckig, auch nicht so schön. Und sie hat auch gesagt, entweder machen wir es komplett nochmal schwarz, dass es einheitlich ist, oder guckst es dir mal an, können wir irgendwie noch was machen? Können wir da irgendwas retten oder was Neues drauf machen? Und da machen wir gerade tatsächlich Motive drauf, wo ich viel mit Weiß arbeite und mit Grautönen, die einen hohen Weißanteil haben. Also kein Greywash, schwarz-grau, was wir bei dir haben, sondern so ein, in Anführungsstrichen, farbiges Grau, kann man sagen. Weil dann gerade diese Weißpigmente natürlich ein bisschen mehr überdecken können. Und da haben wir jetzt auf die Außenseite zum Beispiel einen Schädel mit Blumen gemacht, auf die Innenseite gerade eine Geisha zum Beispiel. Und das funktioniert wirklich sehr gut, weil das Schwarz alt ist und ausgeblichen ist tatsächlich. Da geht das dann. Ich weiß nicht, wenn das ein frischeres Schwarz ist, wie gut es dann jetzt gehen würde. Und wahrscheinlich müsste man wirklich mehrere Sitzungen Weiß nochmal drauf ballern. Das könnte dann funktionieren. Aber ja, ich habe selber so eine kleine Stelle am Rücken. Da war so ein altes, kleines Tattoo. Ich weiß nicht, was mir damals gedacht. Ich dachte, so machen wir so einen winzigen Baum mitten auf meinen Rücken. Sieht toll aus. Absolute Schnapsidee, aber hey. Und das haben wir mittlerweile gecovert. Also ich habe so ein großes geometrisches Blumenmotiv auf dem Rücken. Und diese kleine Stelle, Gott sei Dank war es wirklich nur klein, die haben wir schwarz gemacht. Und dann hat unser Gasttätowierer Luca, der immer mal wieder kommt, hat dann im Nachhinein mit Weiß probiert, so ein kleines Muster reinzumachen. Sieht man nicht so gut tatsächlich bei mir. Aber wenn man ein paar Mal vielleicht nochmal drauf geht, wäre das wahrscheinlich nochmal anders. Haben wir jetzt aber noch nicht wieder gemacht. Damals hieß es immer, das ginge nicht. Dann wurde es jetzt bewiesen, dass es geht. Du hast jetzt auch schon Fälle, wo du es auch machst. Mhm. Ist das etwas, was du öfters erlebst als Tätowiererin, dass man jetzt gerade irgendwie neue Sachen entdeckt, wo man sagt, ach nee, können wir doch machen, können wir mal probieren? Oder so Stile? Also ich habe jetzt per se bis auf das mit dem Blackout jetzt kein weiteres Beispiel, aber es entwickelt sich halt über die Jahre so viel weiter. Sachen, die vor 30 Jahren gemacht wurden, beziehungsweise Sachen, die wir jetzt machen, wären vor 30 Jahren gar nicht möglich gewesen. Weiß nicht, früher hattest du nur eine Nadelstärke, gerade die alten Traditional Tattoos, ne, alle Linien sind gleich dick oder man konnte nicht viel Schattierungen machen, alles war flächig gefüllt mit einer Farbe als Beispiel. So Stile wie Realismus wären gar nicht möglich gewesen von den Farben, von den Nadelmodulen her, das ging gar nicht. Deswegen glaube ich schon, dass sich bestimmt noch einige Sachen entwickeln werden, wo wir jetzt denken, vielleicht funktioniert das nicht, aber in 20 Jahren schon. Das war etwas, was ich damals nicht wusste, dass man sogar
im Bereich des Tattoos darauf achtet, bei vielen Sachen, dass auch viele Produkte auch vegan sind. Ja, wir arbeiten auch vegan. Wir achten auf Farben, die vegan sind, generell alle Materialien, dass wir da auch mit so wenig Müll wie möglich produzieren. Es fällt leider viel Müll an, weil wir eben auch Einwegprodukte größtenteils benutzen, damit wir auch immer hygienisch arbeiten können. Aber trotz dessen so wenig wie möglich. Also man denkt ja, vegan ist immer nur Essen oder die ethische Richtig. Haltung des Menschen, aber dass auch so kleine Bereiche wie Tattoo zum Beispiel das haben oder dass Leute, die ein Auto kaufen, dass die zum Beispiel sagen, ich möchte jetzt nicht mit einer Lederausstattung. Ja. Es sind so viele Punkte, wo es das gibt, wo ich denke, wow, da hat man gar nicht drüber nachgedacht früher. Also die Farben, die wir benutzen, sind vegan oder auch andere Produkte, die wir nebenher benutzen, so Pflegecremes und so weiter. Unsere Tattoo-Pflegecreme, die wir auch vor Ort im Laden haben, von Tattoo Balm, die ist auch vegan. Habt ihr denn viele Veganer bei euch? Schon einige. Vegetarische, veganische Menschen haben wir tatsächlich viele. Wir haben von allen möglichen Schlag Menschen haben wir wen da, definitiv. Hattest du persönlich Vorbilder oder künstlerische Vorbilder, wo du sagst, wow, den Stil finde ich toll und wie die zeichnen oder diese Comic-Reihen finde ich toll? Als Beispiel, bei mir ist es zum Beispiel Jim Lee, Todd McFarlane oder als Deutscher Timo Würz. Timo Würz feiere ich auch sehr. Da habe ich ja von dir auch ein wunderschönes Bild bekommen von Timo Würz. Hast du? Habe ich. Das war so ein Highlight auf jeden Fall. Ja, Timo Würz macht tolle Sachen. Der hat mich damals, ich bin auch, ich glaube, über Instagram damals auf ihn gestoßen und dann hatte ich in meinem Grafikdesign-Studium in einem Illustrationskurs das Thema auch einen Comic zu zeichnen, aber es sollte komplett panelfrei sein. Und das heißt, da habe ich dann einen Comic gezeichnet, wo wirklich Bilder ineinander fließen. Und in einem seiner Comics war das nämlich auch so in Ghost Realm. Und das fand ich so inspirierend und vor allem, er hat einfach einen wunderschönen Stil und auch gar nicht digital gezeichnet, sondern wirklich noch alles mit der Hand. Und das hat mich da damals inspiriert für eine kleine Kurzgeschichte. Da ging es um Doppelgänger. Den fand ich wirklich toll. Das, wie du da vielleicht gerade sehen kannst, habe ich auch die Lovecraft-Reihe, die er illustriert hatte, wo er die Cover gemacht hat. Ansonsten, was den Comic-Bereich betrifft, wen ich richtig, richtig sehr feiere, ist Lee Bermejo. Der hat auch Batman-Comics gezeichnet. Und er hat auch einen etwas eher realistischeren Stil. Und das fand ich sehr, sehr toll. Der ist auch super detailreich. Und das war etwas, was ich richtig toll fand. Hast du es noch ganz oft, dass du neue Sachen entdeckst? Ich treffe bei Instagram tatsächlich ganz oft auf irgendwelche Künstler. Es sind oft auch nur kleine oder aus anderen Ländern, aber manche haben so richtig schönen Stil und die inspirieren mich schon, ja. Ich weiß nämlich aus einer erfahrenen Quelle, weil ich hier bei dir gerade sitze. Du bist ja mit deinem Freund Flo, ihr seid ja richtige Anime-Fans. Ja. Also Sailor Moon, One Piece, Dragon Ball, durch die Bank durch. Die Classics auf jeden Fall. Ist das immer noch etwas, was dich auch noch da inspiriert? Weil ich weiß, dass wir beide zusammen eine Reihe gut finden, die hast du mir empfohlen. Jetzt bin ich selber am Überlegen, welche ich dir empfohlen habe. Dorohedoro, ja genau, oh ja, die liebe ich sehr. Dorohedoro ist einfach absolut weird, unvorhersehbar, geil gezeichnet und verrückt und lustig und böse. Ja, das ich fand's geil. Ja, als du mir das vorgestellt hast, ich war ein Mensch, der schon von Anime weg war. Ich bin damit als Kind sehr viel in Berührung gekommen mit Dragon Ball und Co. Und dann hatte ich das lange Zeit nicht mehr auf dem Schirm. Und dann kommst du auf einmal mit diesem Brett um die Ecke. Ja, ich dachte mir, das könnte dir gefallen, definitiv. Das ist so verrückt. Ja, ich liebe Dorohedoro. Vor ein paar Jahren kam die erste Staffel bei Netflix raus. Und ich habe mich erst gesträubt, das zu gucken, weil im Anime sehr viel CGI ist. Und das finde ich irgendwie immer schwierig anzugucken. Aber die Story hat mich überzeugt und ab dann war ich Fan und dann habe ich mir alle Manga gekauft und es ist so eine crazy Geschichte und die Charakter sind so super, sodass ich auch angefangen habe, daraus zu cosplayen. Und ich habe auch schon einen Fanart dazu gezeichnet und ich liebe es einfach so sehr. Es ist einfach nur gut. Aber gerade sowas, der ist noch echt nischig, der Anime oder beziehungsweise der Manga. Viele kennen den nicht, aber ich glaube, viele können sich auch tatsächlich nicht mit dem anfreunden, weil der so anders ist. Aber die man dann trifft, die das geil finden, die sind dann auch Hardcore-Fans, die freuen sich dann selber mit dir. So, das ist halt richtig cool. Vor allem, wir haben letztes Jahr und dieses Jahr Cosplays daraus gemacht. Und viele erkennen die dann nicht auf der Convention. Und wenn du da mal einen triffst, der es erkennst, dann ist immer pure Freude da. So, oh mein Gott, du bist aus Dorohedoro. Oh, das ist so cool. Und keine Sau kennt das. Oder auch andere Cosplayer getroffen und da freut man sich noch mehr. Wann kam für dich das Interesse von Cosplay, dass du gesagt hast, wow, da habe ich
Bock drauf, das jetzt zu machen? Also ich habe mich schon immer gerne verkleidet. Früher war es halt Karneval als Kind und ich habe mir auch manchmal selber Kostüme gemacht. Aber verkleiden fand ich immer toll. Und das Cosplay wirklich richtig intensiv kam vor 3 Jahren. Ja, was heißt intensiv? Immer für die Conventions so ein bisschen, wie ich dann Zeit hatte, weil der Job spannt dann doch auch schon ein bisschen ein. Aber so vor 3 Jahren fing ich an, wo ich dann auch angefangen habe zu lernen, wie man näht, wo ich dann auch wirklich Klamotten gemacht habe und auch angefangen habe, Props zu basteln. Und gerade jetzt speziell Dorohedoro, da ist ein Charakter N, der ist quasi der Bösewicht. Der hat zum Beispiel so eine richtig coole Maske, so eine Halbmaske. Die erinnert halt an Fleisch mit Zähnen, als hätte der halt keine Haut. Und die fand ich halt so interessant generell. Ich mag eigentlich alle Charakter auch aus der Serie. Und ihn fand ich halt optisch sehr cool und habe den quasi als weibliche Version gecosplayt. Und diese Maske habe ich dann halt selber gemacht. Oder seinen Mantel habe ich auch selber genäht, weil der so eine spezielle Form hat. Kannst du halt nicht so kaufen. Das ist bisher auch das Cosplay, in dem ich mich am wohlsten fühle. Aber ich mag auch Masken. Vielleicht liegt es auch daran. Man kann sich so ein bisschen dahinter verstecken vielleicht. Du nimmst eine andere Rolle ein. Ja. Am Anfang, als wir uns kennenlernten, war das ja gar nicht auf deinem überhaupt Schirm, nicht. gar nicht auf dem Radar. Und auf einmal ging es richtig los bei Ja, dir. ich fand es immer toll, aber ich habe es halt nie irgendwie gemacht. Und dann vor 3 Jahren war so, ja komm, ich habe Bock, ich probiere es jetzt einfach. Und dann, ich habe gekaufte Cosplays, aber halt auch selbst gemacht. Und das selber machen macht mir auch mehr Spaß, aber da brauchst du natürlich auch Zeit und Geld für. Hast du da Punkte, wo du sagst, ja, das möchte ich weiter ausbauen oder ich möchte auch da noch kreativer werden, als dass ich jetzt schon bin? Also ich würde super gerne mehr Prop-Making üben. Gerade so Sachen wie Rüstung. Sowas finde ich halt total geil. Ich arbeite super gerne mit EVA-Foam und ich bin generell immer sehr handwerklich affin gewesen und habe da immer relativ schnell gelernt und deswegen fällt mir das auch leicht. Und es gibt so ein paar Charakter, die haben so richtig coole Rüstungen, die würde ich halt gerne machen. Ein Beispiel ist, meine absolute Lieblingsbuchreihe ist Throne of Glass. Und die Hauptrolle, Aelin, hat am Ende des Buches so eine goldene Rüstung. Und da kann ich natürlich erstmal die für meinen Kopf, wie ich sie sehe, selber entwerfen, weil es natürlich aus dem Buch, die ist grob beschrieben, aber ich kann sie erstmal so gestalten, wie ich will. Und dann würde ich die halt wirklich für mich anpassen und machen und dann cosplayen. Weil erstmal liebe ich den Charakter und es wäre halt so ein super cooles, großes Projekt und das würde ich halt wirklich feiern. Aber da muss ich mich noch ein bisschen mehr reinfuchsen. Und ansonsten, das Nähen würde ich gerne mehr ausbauen. Das ist auch etwas, wo ich festgestellt habe, es macht mir Spaß. Und was ich wirklich hasse, sind Perückenstylen. Da bin ich absolut schlecht drin. Ich glaube, dass ich es hinkriegen würde. Ich habe mir super viele Videos angeguckt, aber ich glaube, da fehlt mir ein bisschen die Geduld. Du hast neulich bei Instagram etwas für deine Schwester gemacht. Genau. Ein Geschenk, was mich von den Socken gehauen hat. Also wirklich, Ja. ich glaube, ich habe dir auch danach direkt geschrieben. Ja. Du hast einen Kasten und dabei, wenn man reinguckt, ist das eine Lampe mit einem dreidimensionalen Bild. Richtig. Also die Erklärung ist gerade total wirr hier, aber ihr müsst euch vorstellen, ihr habt ein Bild, was in einem Rahmen ist. Und egal, ob ihr nach rechts oder links geht, ihr könnt reinschauen. Wie kommst du auf solche wahnsinnigen Ideen und warum sieht das so wahnsinnig gut aus? Also, ich kam darauf, weil aktuell sind Booknooks total beliebt. Das sind diese kleinen Kästen, die du einfach ins Bücherregal zwischen die Bücher stellen kannst und dann hast du wie so eine kleine Welt da drin, die da so aufgebaut ist. Manchmal ist es irgendwie so eine kleine Fantasy-Welt oder es ist so ein Bibliotheksraum oder so eine Straßengasse. Gibt es ganz viel. Kannst du kaufen und selber zusammenbauen oder auch fertig kaufen, das ist egal. Und das fand ich immer cool. Und dann hatte ich letztens von mehreren Künstlern was gesehen, die haben zu solchen Buchreihen eben auch solche kleinen Kästen gehabt und dann eben 3-dimensionales Bild darin aufgebaut mit verschiedenen Ebenen. Da dachte ich, okay, cool, das kann ich auch. Und habe dann eins zu Throne of Glass gemacht, habe ich ein Bild gezeichnet, das von vornherein so aufgebaut, dass es in mehrere Ebenen gestaffelt ist, dass ich das nachher so aufbauen kann. Und eins zur ACOTAR-Reihe, beides von der Autorin Sarah J. Maas. ACOTAR ist immer nur das Kürzel aus dem Englischen, das Buch heißt Das Reich der 7 Höfe. Ich liebe die Bücher und meine Schwester halt auch. Und dann habe ich ihr zum Geburtstag das gebastelt, habe die Bilder gezeichnet und dann eben die einzelnen Ebenen ausgedruckt auf festem Papier, habe sie dann mit dem Skalpell ausgeschnitten, was übrigens voll der Akt war, weil ich einfach zum Teil viel zu klein und detailreich gezeichnet habe und nicht drüber nachgedacht habe, dass ich den Scheiß ja auch noch so klein ausschneiden muss. Hat aber funktioniert und dann habe ich mit Transparentpapier gearbeitet und kleinen LED-Lichterketten. Und habe das dann quasi da reingeklebt. Wenn du die irgendwann zum Verkauf anbietest, sagst bitte Bescheid. Dann bräuchte ich einen Plotter, denn das immer ausschneiden, das wäre zu viel Arbeit und dauert lange. Aber
Es haben mich tatsächlich viele Leute darauf angesprochen, ob ich sowas nicht verkaufen will. Da würde mir aber die Zeit zu fehlen, wenn ich das wirklich alles von Hand immer ausschneiden müsste. Mit einem Plotter wäre das einfacher. Vielleicht irgendwann. Du bist ein Mensch, der sehr horroraffin ist. Nicht so viel wie du, aber ich mag gerne Horrorfilme. Also wir haben uns damals kennengelernt durch den Comic-Stammtisch in Bielefeld. Und ich weiß aber, dass zu dem Zeitpunkt, wir kannten uns ja noch gar nicht richtig gut, wir saßen manchmal gegenüber, haben uns gegrüßt und das war's. Aber ich war mit einem Autor damals in Dortmund bei einer Comic-Con und dort hattest du einen Stand. Und da hast du deine Artworks verkauft. Und in diese Artworks habe ich mich total verknallt. Das waren die Inktober-Sachen, richtig? Ja. Und da hattest du berühmte Slasher-Figuren oder berühmte Horrorfiguren als Pin-Ups. Wie kamst du auf diese geniale Idee? Die Inktober-Aktion, die findet ja jedes Jahr statt. Kannst du einfach dran teilnehmen, wenn du Bock hast. Da gibt es immer eine offizielle Liste, wo jeden Tag ein Begriff genannt wird und du zeichnest irgendwas dazu. Wichtig ist einfach nur, dass du jeden Tag einfach was zeichnest und ein bisschen am Ball bleibst. Sei es was Aufwendiges oder nur eine Skizze, ist erstmal egal. Und ich fand immer diese Listen blöd und habe mir dann eigene gemacht. Und ich liebe tatsächlich Frauenkörper zeichnen. Fiel mir immer am leichtesten, schon früher als Kind. Und ich mag auch gern eben Pin-Up-Posen, generell sexy Posen bei Frauen und eben Horrorfilme. Und ich dachte, okay, Inktober, halt Halloween-Zeit, passt natürlich ganz gut. Und dann habe ich mir halt verschiedene Figuren rausgesucht und versucht, den Monat voll zu kriegen und habe mir für jeden Charakter irgendwie was überlegt. Viel Recherche, viel Posen angucken. Und dann, okay, wie bringe ich da die Kleidung gut rüber? Oder wie funktioniert das, dass natürlich die Merkmale der speziellen Figur halt herausholen kann. Das hat richtig Spaß gemacht. Hat auch sehr viel Zeit gekostet, aber das waren bisher meine aufwendigsten Inktober-Sachen. Und ich glaube auch die einzige Reihe, die ich so ziemlich beendet habe. Viele habe ich danach in den Jahren angefangen, aber nicht fertig geschafft. Oft auch aus zeittechnischen Gründen oder eben nicht viele Ideen, zum Teil auch. Das war meine coolste Reihe, die liebe ich immer noch. Tatsächlich habe ich 2 Favorites davon, von dieser Bildreihe. Natürlich einmal Freddy Krüger als Frauenvariante. Grandiose Perspektive. Kann ich nur jedem empfehlen, wenn ihr das mal suchen wollt im Netz oder so. Ich werde es vielleicht mal bei Vegan Satanist hochladen, dass die Leute das mal sehen. Das finde ich grandios. Und deine Variante von Jason Voorhees. Oh ja, die mag ich auch gerne, ja. Weil so hätte ich mir gerne mal einen Film gewünscht. Weißt du, das wäre schon wo cool. der Killer einfach so eine schöne Pin-Up-Frau ist. Ja. Paramount, hier, bitte einmal zuhören. Würde ich mir auch anschauen, ja. Dann weiß ich noch, dass wir darüber auf jeden Fall ins Gespräch kamen bei den nächsten Comic-Stammtischen, dass wir auch dann zwischendurch immer über Horrorfilme und so gesprochen haben. Ja, ich war anfangs beim Stammtisch immer ziemlich schüchtern auch. Ich habe mich immer nicht so getraut, mit den anderen zu reden, nur diese paar, die ich dann kannte. Und irgendwann hat sich das so ein bisschen ausgedehnt. Ja, das war auf jeden Fall der Aufhänger. Das war der Eisbrecher. Ja, der Eisbrecher. Und dann kommt so ein völlig abgedroschener Idiot und sagt zu dir, ey, ich mache einen Film, machst du mit? Das war meine erste und auch bisher einzige Erfahrung, einen Film zu machen, aber es war sehr, sehr lustig auf jeden Fall. Eine Herausforderung vor allem auch, aber ja. Aber wie war es aus deiner Perspektive? Das finde ich jetzt mal interessant. Ihr hört es jetzt genauso wie ich zum ersten Mal. Was geht in deinen Kopf vor, wenn jemand kommt, den du halt wirklich nur so nebenbei kennst, der total auch horroraffin ist und Bock hat auf den ganzen Kram und zu dir sagt, ey, du machst jetzt mit beim Horrorfilm? Ich fand das richtig cool. Also ich fand es erstmal schön, irgendwie eingebunden zu werden bei so einem Projekt. Vor allem etwas, das ich auch noch nie gemacht habe. Ich dachte so, keine Ahnung, ob ich das hinkriege, aber wir probieren es einfach mal. Die werden mir schon sagen, wie ich irgendwie was tun soll. Hat ja auch irgendwie funktioniert. Und weiß nicht, ich fand es einfach schön, mal was anderes zu machen, da irgendwie irgendwas Kreatives zu machen, was ich noch nicht kenne. Und du hattest mich ja dann auch gefragt wegen Storyboard. Und ich meinte, ich habe gar keine Ahnung, wie man ein Storyboard macht. Ich kenne mich so ein bisschen mit Comics aus. Und dachte, okay, wird vielleicht halt ähnlich sein. Nur, ich konnte mich halt noch nicht so reinfühlen, wie man sowas aufbaut. Und dann haben wir uns dann nochmal getroffen und alles besprochen. Und ich habe mich dann noch ein bisschen mehr beschäftigt, so mit Kameraeinstellungen, Perspektiven und so weiter. Das brauchst du im Comic ja auch, um irgendwie dynamisch alles darstellen zu können, die Geschichte zeigen zu können. Es bringt ja nichts, alles immer nur frontal zu zeigen. War erstmal ein bisschen schwierig, aber hat eigentlich dann doch viel Spaß gemacht. Und ich konnte ja dann noch das Plakat zeichnen oder beim Dreh dann war ich die Frau an der Klappe. Das war auch so eine Sache. Ich war auch dann so sehr schüchtern, weil da viele am Set waren, die ich gar nicht kannte. Und ich musste eigentlich auch nicht viel tun, als nur zu sagen, hey, geht weiter und Klappe quasi. Fiel mir trotz dessen schwer. Also ich war irgendwie dann wirklich schüchtern. Das ist ja verrückt. Das habe ich gar nicht so
wahrgenommen, weil du Für mich wirklich. schon, ja. Ja, aber witzig, weil du sehr offen warst in dem Augenblick. Ja, so habe ich mich nicht gefühlt zumindest, dann habe ich das gut gespielt. Ja, aber du hast sehr viele Witze gemacht. Aber ich finde das interessant, weil das ist eine Form der, das habe ich auch mittlerweile gelernt. Leute denken, oh, du bist halt offen und nicht introvertiert, sondern extrovertiert. Ja, so kommst du definitiv immer rüber. Ja. Aber das ist nicht der Fall. Das ist einfach, das ist Unsicherheit. Ja, das ist bei mir definitiv auch. Also ich brauche eine Weile, um mit Menschen warm zu werden. Mit einigen geht es schneller als mit anderen. Wenn man, weiß ich nicht, wenn die Interessen stimmen oder mit manchen Leuten hat man einfach so einen Vibe am Anfang. Es funktioniert direkt und dann geht es auch schnell. Mit anderen halt nicht, da muss man die erstmal kennenlernen oder andere Menschen sind vielleicht auch erstmal verschlossener. Dann weißt du erstmal gar nicht, woran du bei den Menschen bist. Klar bist du dann nicht sofort offen. Aber irgendwann ging es dann ganz gut und es war halt ja auch richtig lustig. Ja, ich fand's grandios. Also erstmal nochmal vielen Dank dafür, dass du auch damals sofort gesagt hast, mache ich mit. Ja, ich hatte Bock. Und du hast ja sogar den ganzen Chaos mitgemacht. Also selbst das Setaufbau hast du mitgemacht. Das war, finde ich, noch mit das Lustigste. Dass man für die Mitternachtstür braucht man eine Tür. Also merkt euch Logischerweise. Ja, doch, durchaus. Und die Tür, die muss auch irgendwie in der Wand sein. Die muss auch irgendwo stehen. Ja. Und die baut man erstmal perfekt auf. Und dann heißt es am selben Tag, oh, ihr könnt das Studio nicht an dem Tag benutzen, ihr müsst nochmal abbauen. Und dann wieder aufbauen. Es war auf jeden Fall eine Aktion, dann erstmal rumfahren, okay, wo kriegen wir eine Tür her? War es eBay oder wo haben wir die Tür herbekommen? Ich weiß nicht. Ja, wir haben die eBay. irgendwo abgeholt, ne? Ja. Und dann, okay, dann brauchen wir Wände, das muss irgendwie stehen, dann müssen wir das irgendwie bauen, das muss lackiert werden, also gestrichen werden. Und das war auch noch im Hochsommer, es war bullenheiß, einfach, weiß ich noch. Es war so heiß, ich war so am Schwitzen. Man muss auch dazu sagen, ich bin kein Sommermensch, ich hasse Hitze, ich schwitze sehr schnell und trotz dessen war es wirklich lustig. Ich bin zerflossen einfach, da war keine Luft drin. Ja, war ja auch ein Raum, wo Musste dicht sein, ja. keine Fenster drin waren und keine Klimaanlage. Ja, war toll. Schön. Also genau das, was man nicht Ganz macht. viele Menschen und Strahler. Ja, dreht Horrorfilme im Winter. Das hat einen Grund. Aber war eine Erfahrung auf jeden Fall. Immer sehr wenig Schlaf, sehr viel durchgeballert. Das waren 2 Tage, glaube ich, nur. Also Drehtage, ne? Ja. 2 Drehtage. Aber ich finde immer auch heutzutage, ich finde es immer noch cool. Ich kann es immer noch gucken. Ich finde es immer noch cool. Ja, definitiv. Ja. Das ist richtig cool. Eine Freundin von dir, die hat ja das Design gemacht für das Monster. Ja, Celia. Ja. Celia, genau. Dann hattest du das ja in Storyboard übernommen, das wurde ein bisschen geändert. Und wie ist das dann für dich, wenn du siehst, auf einmal deine Zeichnung wird Realität? Es war richtig cool. Also es war ja auch mehr skizzenhaft, es war ja nicht so detailliertes Storyboard, aber es ist halt trotzdem schön, das mal zu sehen und wie anders es dann doch wirkt, wenn es real ist. Weil man ja immer das im Kopf hat, dass man denkt, naja, okay, ein Comic ist ja wie bei den Comic-Verfilmungen. Dann denkt man, naja, okay, das ist dann halt so, wie es in dem Comic aussieht. Und dann stellt man fest, nee, es ist nicht ganz das, aber es ist trotzdem okay. Ja, es hat eine ganz andere Wirkung, aber es war sowieso total schön, wie wir halt gearbeitet haben. Allein durch das Licht, wie gut man diese Stimmung halt ändern konnte und darstellen konnte. Ich finde, das hat für mich alles am schönsten gemacht, das Lichtsetting. Und vieles, was man halt nicht sehen konnte, was dann den Grusel gemacht hat. Es ist meistens das, was man nicht sieht, ne, was gruselig ist. Du hast damals zur Mitternachtstür auch das Poster zum Film gemacht. Genau. Was ich persönlich immer als eines der genialsten Artworks sehe, neben The Shining und Der Weiße Hai, weil Ich liebe es auch immer noch sehr. es einfach simpel ist. Ich erinnere mich aber gar nicht mehr genau, was habe ich gesagt, was du draufpacken sollst. Habe ich irgendwie gesagt, ein Monster und ein Skelett oder wie kamst du da drauf? Ehrlich gesagt weiß ich das selber gar nicht mehr. Das ist schon eine Weile her. Ich kann mich gar nicht genau dran erinnern, was für Vorgaben ich hatte. Weiß ich nicht mehr. Ich weiß ja nur noch, ich habe es halt per Hand gezeichnet. Zu dem Zeitpunkt habe ich generell noch gar nicht digital gezeichnet. Ich hatte noch überhaupt keine Berührungspunkte in die Richtung. Und habe dann damals mit einem schwarzen Faber-Castell-Pastellstift habe ich dann das Skelett gezeichnet, beziehungsweise den Schädel. Und groß, ich glaube, ich habe es auf DIN A3 oder DIN A2 gezeichnet, bin mir gar nicht mehr sicher. Und man kann dann im Auge, also es war so ein bisschen angeschnitten, der Schädel. Und im Auge sieht man dann die Silhouette von dem Monster. Und dann war natürlich noch Platz gelassen, dass im Nachhinein mit der Typografie gearbeitet werden konnte. Das hat jemand anderes gemacht. Und dann wurde das noch ein bisschen, da habe ich, glaube ich, irgendwie mit zum ersten Mal digital so noch mit Farben gearbeitet. Da wurde dann farblich noch was hinterlegt, dass das Ganze nicht nur schwarz-weiß ist.
Aber ja, da habe ich noch mehr traditionell gezeichnet als heute. Durch meine Arbeit muss es einfach ein bisschen schneller gehen, deswegen zeichne ich am iPad. Würdest du es heute noch genauso machen oder würdest du heute einen anderen Ansatz angehen bei so einem Poster? Würdest du sagen, nee, das kann ich noch viel detaillierter, das kann ich noch viel besser, da habe ich einen ganz anderen Ansporn jetzt? Ich glaube, es kommt drauf an, worum es geht. Ich finde, gerade bei so Horrorsachen finde ich traditionelle Zeichnungen irgendwie ein bisschen cooler, weil ich einfach das Flair auch von alten Horrorpostern einfach cooler finde. Und ich glaube, vielleicht würde ich da auch wieder so einen Mix machen aus erster traditioneller Zeichnung und dann Aufarbeitung digital. Aber ja, wie gesagt, es kommt, glaube ich, drauf an, worum es geht. Gutes Stichwort. Du findest die traditionellen Horrorposter cooler. Wie findest du die heutigen, die ganzen Photoshop-Dinger? Ich kann jetzt auch gerade keine Beispiele per se sagen, wo ich sage, das sieht besonders scheiße aus oder so. Aber ich finde die relativ uninteressant. Es ist nichts, was mich total abholt, wo ich stehen bleiben würde und sagen, okay, das sieht mega gut aus. Also kommt da wieder die Grafikdesignerin in dir durch. Wie bei den alten Posters, wenn die halt einfach geil gezeichnet sind oder eine coole Perspektive, oder, da war irgendwie mehr Kreativität drin. Mir fällt das auf bei ganz vielen alten Filmpostern, zum Beispiel auch Suspiria von Dario Argento. Komplett schwarz, eine Blutpfütze und eine weiße Ballerina, die in dem Blut rumtanzt. Ja, hat irgendwie eine ganz andere Wirkung einfach. Hätte ich nur dieses Motiv gesehen, hätte ich gedacht, wow, wieder so ein Black Swan. Ja, stimmt. Ja, da geht es ja wieder um Ballerina, die sich hier durch die Tanzschule hier kämpfen muss. Ist ja nicht der Fall. Du hattest, ich sehe es jetzt gerade auch so halb im Augenwinkel, das ist auch so eine Sache, die du gerne machst. Du machst ja dieses Binge-Watching. Ja. Aber in einem ganz anderen Format. Also das ist nicht, dass man eine Serie binge-watcht. Bei dir ist es sogar, dass du ganze Filmreihen durchguckst. Ja. War ich auch schon mal ein Teil davon. Reden wir gleich drüber. Ja. Aber ich sehe hier gerade die ganze Chucky-Reihe. Hat sie noch Sinn ergeben am Ende? War es noch okay? Also ich finde gerade die ersten Filme, die sind so richtig schön trashig. Die fand ich richtig gut. Ich mag die bis Chuckys Baby, finde ich die ganz gut. Dann wurde es echt schwächer, weil sie dann zum Teil versucht haben, ernster zu sein. Was war es, der 6. oder so? Mit der Frau im Fahrstuhl in dem Haus. Da haben sie versucht, irgendwie düsterer zu sein. Und dann haben sie auch immer mehr Chucky animiert und die Puppe wurde einfach nur noch hässlicher. Weiß ich nicht, war irgendwie nicht mehr das gleiche Feeling. Und dann kam wir haben extra nochmal alle Filme durchgeguckt, weil wir die Serie gucken wollten. Die Serie fand ich dann wieder irgendwie ganz cool, weil sie dann auch wieder ein bisschen trashiger wurde. Da hat das Flair wieder ein bisschen mehr gestimmt, fand ich. Nicht so krass wie bei den alten Filmen, aber ähnlich. Aber ich mag bei Chucky einfach dieses Überdrehte, dieses Übertriebene. Und gerade die alten Filme, das mag ich einfach so gerne an alten Horrorfilmen, da wurde halt viel mehr mit Puppen, mit Kulissen richtig gearbeitet und nicht animiert. Und der Chucky, der dann auf einmal zerfließt und überall hast du Plastik und Gedärme und geschmolzene Haut. Und das ist viel ekliger, als würdest du es animieren. Und das fühlt man irgendwie mehr. Ich finde ja besonders den ersten grandios. Ja. Witzigerweise, und das ist auch sehr kurios, gerade jetzt ist der Tony Todd verstorben, der Candyman. Und aufgrund seiner Hautfarbe, weil er einer von den People of Color ist, gehen immer alle Leute davon aus, dass Candyman hat mit Voodoo zu tun. Das ist totaler Blödsinn. Das ist der Film, der nichts mit Voodoo zu tun hat. Aber dieser Film hier, Chucky, der hat mit Voodoo zu tun. Ja, tatsächlich. Nein, das wird, glaube ich, immer vergessen. Man denkt einfach nur an die Puppe. Die Puppe, die mordet. Und das ist gefühlt der einzige Aspekt. Ja, aber dass der Charles D. Ray am Anfang angeschossen wurde im Spielzeugladen, seine Hand auf diese Puppe gelegt hat und seinen Körper reintransferiert hat durch einen Voodoo-Spruch, genau. Das wird immer vergessen. Ja, das wird ja auch eigentlich, in den ersten Filmen zeigt man das ja nochmal, wo er das dann her hat und dieser Typ, wo er diese Voodoo-Sprüche her hat und so weiter. Oder seine Wohnung, wo man dann sieht, dass er sich damit befasst hat, aber später spielt das Gefühl kaum noch eine Rolle. Ja, die sagen diesen Spruch auf. Und dann ist das Voodoo-Thema schon gegessen irgendwie. Was schade ist, ne? Ja. Also ich finde, man hätte da viel tiefer in diese Materie reingehen Hätte ich auch können, interessant gefunden, ja. weil das in Hollywood, ähnlich wie Satanismus, ja immer völlig Banane dargestellt wird. Aber gut, wenn sie es nicht machen würde, hätte ich keine Themen. Stimmt. Von daher, du bist übrigens auch diejenige, der man zu verdanken hat, dass das Symbol von Vegan Satanist überhaupt auf jede menschliche Haut getackert wird heutzutage. Ja. Du warst die Erste. Ja, richtig. Bei dir. Bei mir. Ja. Und tatsächlich habe ich es auch schon ein zweites Mal tätowiert. Ja, das weiß ich auch schon. Genau, das war auch ein Kunde, der das
online gesehen hatte. Und ich glaube, er hatte dich gefragt erst. Ich bin mir nicht Deine Kollegin hatte mich gefragt. Oder so, genau. Und er hat angefragt, ob er das auch haben kann. Und er hat das halt mit einem Grünverlauf quasi, aber dasselbe Symbol. Aber ja, ich habe ja dann bei dir gesehen, es folgten noch mehr. Es folgten noch mehr und mittlerweile sogar in Südamerika. Ja. Ist völlig verrückt. Ja. Immer mehr Leute schließen sich an. Es verbreitet sich. Aber dafür ist es ja auch da. Kult. Es sind Cult-Members, ja. Ja, richtig. Mit V, ne? Wegen Veganismus. Ja, genau, aber man weiß ja, wie man Kult schreibt. Wir sind ja zivilisierte Menschen. Genau, mit V. Bitte. Ja. CVLT, wollte ich gerade sagen. Aber dafür ist das Symbol ja da. Ja. Also ich finde Symbole, du gibst ein Symbol ja immer eine Bedeutung oder Kraft. Das ist ja eine Ansichtssache. Ein Symbol an sich sind ja nur Striche oder ein gemaltes Bild, was ja nichts bedeutet. Aber sobald du dir selber was da reinsetzt oder sagst, das und das bedeutet das für mich, dann kriegt so ein Symbol ja Stärke. Und deswegen finde ich es sehr interessant, wenn Leute zu euch kommen und deine Kollegin zum Beispiel mich fragt, ob es okay ist, dass dieses Symbol nochmal tätowiert werden Ja. darf. Weil ich finde, ja, verbreitet es. Ja, absolut. Nutzt es. Es soll verbreitet werden, definitiv. Du musst mir noch mal deine Celebrity-Story zu diesem Tattoo erzählen, was du erlebt hast. Das werde ich niemals vergessen. Ich kenne keine Celebrities. Ich habe das nie erlebt. Ich lebe auf dem Land. Du hattest mir das gestochen, bevor ich nach Los Angeles geflogen bin, um die Vincent Price Doku zu drehen. Auch wenn es Amerika ist, auch wenn es Los Angeles ist, vegane Angebote sind nicht super viel. Das heißt, die tummeln sich wahrscheinlich alle an den gleichen Orten. Die komischen Menschen. Komischen Veganer. Komischen Veganer. Und dazu gehöre ich auch. Und dann waren wir, man muss dir vorstellen, das ist diese Hauptstraße, wo die ganzen Filmstudios anfangen. Universal Studios und Co. Und dazwischen sind halt so schöne Mini-Restaurants. Und eins davon war so ein veganes Restaurant. Und das war jetzt die einzige Option, in der wir jetzt essen gehen konnten. Während einer Drehpause. Haben wir dann gemacht. Auf einmal kommt ein junges Mädel zu mir. Ich habe meine Shorts getragen, man konnte das Tattoo sehen. Und sie fand dieses Tattoo mega toll. Und ich habe mir das gefreut und dann habe ich gemerkt, so da stehen auf einmal mehrere Herren um mich rum und die kommen immer näher und die sahen nicht nett aus. Und daraufhin hat sie gesagt, nee, alles gut, ich habe ihn angesprochen, nicht er mich. Wo ich dachte, oh, was ist denn jetzt passiert? Also, was wäre der nächste Schritt gewesen? Stell dir vor, ich hätte sie dankend umarmt, hätten die mich erschossen? Naja, auf jeden Fall habe ich nochmal Danke gesagt, sie fand es halt toll und hat mich gefragt, ob ich ein Problem damit hätte, wenn sie sich auch so ein Symbol machen würde. Wo ich auch sagte, nein, natürlich nicht, das ist cool, mach es. Und dann ist sie gegangen und ich wusste nicht, wer sie ist. Was jetzt peinlich ist, ich weiß, es ist sehr peinlich. Aber das ist ein typischer Laurent, ich weiß manchmal. Gut, das ist jetzt vielleicht nicht deine Sparte Musik. Das wird es gewesen sein. Ja. Ich habe ihre Musik aber gehört, das ist das Schlimme. Okay. Aber hören ist nicht sehen, das sind zwei verschiedene. Richtig. Und dann setze ich mich an den Tisch mit den anderen für die Vincent Price Doku, mit denen wir da gesprochen haben. Und die fingen an zu lachen und ich sag, was ist denn so lustig? Weißt du nicht, wer das war? Ich so, nein, weiß ich nicht. Und dann kam der Kellner und der Kellner hat mir aber aufgeklärt. Weißt du, die machen sich lustig, aber sind nicht in der Lage, was aufzuklären. Und der sagte mir dann, ja, das war Billie Eilish. Das ist einfach so cool. Hat sie es gemacht eigentlich? Ich habe nie drauf geachtet. Ich glaube nicht. Ich glaube nicht, aber du hattest es mal verlinkt. Das wäre cool. Ja, tatsächlich, ja. Ist, glaube ich, nie zu ihr durchgedrungen, aber ich dachte, ich probiere es einfach mal. Würde ich auch probieren. Aber das Ding ist einfach, da kann ich sehr vielen Leuten den Zahn ziehen, weil ich ja selber in dieser Branche arbeite. Die betreiben das nicht. Ja, wahrscheinlich Social Media nicht. Ding. Da haben sie eine Firma beauftragt, die halt für die Postings macht. Ja. Was man auch verstehen kann. Ab einem gewissen Punkt kannst du das nicht mehr managen. Aber das war halt so cool. Ich glaube, du hattest mich angerufen oder so, als du wieder da warst und hast das so erzählt. Und ich so, oh mein Gott, was? Billie Eilish? Ja, ich habe ja zu dem Zeitpunkt immer noch nicht gewusst, dass die bekannt ist. Ja. Das habe ich dir ja auch, ne? Ich habe gedacht so, ach, sagst du ihr mal, willst du jetzt nicht wissen. Und dann warst du völlig aus dem Häuschen. Ja. Das war schon cool. Sie muss das irgendwann mal machen, dann könnten wir sagen, wie war die Inspiration? Die klassischen Gothic-Horror-Geschichten. Und da geht's ja auch los, weil du ja sehr belesen bist. Da geht's ja wirklich los, wenn du auch Dr. Jekyll und Mr. Hyde, Mary Shelleys Frankenstein, Bram Stokers Dracula. Sind das Sachen, die dich auch inspirieren oder die du auch gerne magst heute? Ja, definitiv. Gerade die klassischen Horrorfiguren oder Monster, das prägt ja immer noch die gesamte Popkultur bis heute oder vieles ist daran angelehnt. Ich fand das immer sehr interessant. Ich habe auch gerade zu Frankenstein in einem Kurs in meinem Grafikdesign-Studiengang
auch mal eine Hausarbeit drüber geschrieben, wo ich zum Beispiel die Darstellung von Frankensteins Monster in den Filmen, speziell aus 3 Filmen, dann mit der Darstellung des Monsters in Mary Shelleys Originalausgabe verglichen habe. Und er wird immer anders dargestellt. Der ist ja total geprägt mit den Schrauben im Kopf und dieser Kastenkopf. Und so wird er ja im Buch gar nicht dargestellt. Aber das ist das Bild, was man heute von ihm hat. Einfach durch diesen Film. Und habe das halt versucht, so ein bisschen zu vergleichen, was die Unterschiede sind. Und der aus den 90ern mit Robert De Niro, der war relativ nah dran. Den fand ich dann noch ganz cool. Also ich mag auch die anderen Filme, aber die sind einfach vom Original komplett ab, einfach. Ich glaube, dass mit Boris Karloff, das Original, ist dem geschuldet, dass man damals versimpeln musste, wie das mit dem Strom funktioniert. Deswegen hat er diese Amplituden an dem Hals. Was die Hammer-Filme in den 50ern ja auch ein bisschen übernommen haben, als Christopher Lee Frankenstein dann war. Oder das Frankensteins Monster, das ist ja immer falsch, man sagt immer Frankenstein, aber es ist richtig, ja Frankensteins Monster. Das verwechseln immer die meisten. Genau, diese Filme und den aus den 90ern, diese 3 quasi habe ich genommen für den Vergleich. Welcher war denn für dich am angenehmsten oder welchen fandst du am besten? Also ich fand die von der Story, ich mochte alle irgendwo, aber einfach, weil der aus den 90ern so nah am Buch ist, gefiel mir der einfach mit am besten, muss ich gestehen. Und was ich auch mochte bei Penny Dreadful, da wird er auch zumindest am Anfang sehr nah am Buch angelehnt, mit dass er eigentlich einfach nur eine verlassene Seele ist, wie ein Kind, das einfach keine Liebe bekommt und sich irgendwie durchschlagen muss und alleine lernt zu lesen oder die Menschen, die Sprache zu erkennen, und der will einfach nur irgendwo dazugehören, und weil er anders ist, wird er halt immer verstoßen, und das ist so ein Aspekt, der wird irgendwo immer ein bisschen aufgegriffen, aber in Penny Dreadful oder auch in dem 90er-Film mit Robert De Niro, da kommt das ziemlich gut rüber, gerade auch in dem 90er-Film, da sieht man das auch richtig, wie es auch im Buch beschrieben ist, wie die in dieser Hütte hockt und dann durch die Wand diese Familie beobachtet und dann immer mehr lernt und so weiter. Und das sind so Aspekte, die in den älteren Filmen nicht so nah beleuchtet werden. Und das fand ich sehr interessant, weil es ist eigentlich nur eine traurige, verlassene Seele. Der seinem Vater hinterherjagt. Richtig. Ja, das fand ich auch sehr traurig. Das finde ich auch gut gemacht in den 90er-Filmen mit der Antarktis, die Geschichte. Ja, richtig. Die ja sonst immer weggelassen wird. Ja, genau, diese Rahmengeschichte, womit es halt beginnt, mit diesen Briefen waren es, glaube ich. Ne? Ja. Übrigens ist Frankensteins Monster die erste komplett vegane Horrorfigur. Im Buch ist er Veganer. Interessant. Das wird in den Filmen immer. Richtig, genau. Ja. Das wird im Film immer komisch anders dargestellt, aber tatsächlich ist er der erste Veganer, weil er im Buch nie drüber nachgedacht. Ja. nichts Tierisches zu sich nimmt, weil er nicht will, dass was leidet oder stirbt. Ja. Eigentlich eine total moralisch tolle Figur. Ja, ne? der ist eigentlich auch total empfindsam und nimmt viele Sachen ganz anders wahr als normale Menschen, weil er einfach nur beobachtet und versucht irgendwie seinen Platz darin zu finden. Und eigentlich ein liebes Wesen, aber so wie er dann aufwächst, verändert ihn das natürlich dementsprechend auch. Gut, aber das kann man ihm nicht verübeln. Nein, absolut nicht. Ab einem gewissen Punkt wird ja auch Dr. Frankenstein echt unsympathisch. Ja, definitiv. In den Universal Studios laufen zwischendurch Frankenstein und seine Braut immer rum. Das ist wirklich cool, Ja. weil es die Original 30er-Varianten sind, aber schön. in Farbe. Und komischerweise ist die Schlange der Kinder bei denen am längsten. Du kannst da wirklich die Minions rumlaufen haben und Frankensteins Monster. Alle Kinder wollen zu Frankensteins Monster. Die sind einfach cool, die sind einfach Kult. Auch wenn die Kinder das natürlich noch erstmal so nicht wissen, aber die sehen halt auch einfach ikonisch aus. Aber das ist ja der Witz daran, dass eine Figur, die gruseln soll, weil es ja ein Monster ist, er besteht aus verschiedenen Leichenteilen von verschiedenen Menschen, dass Kinder sofort sich zu diesem Monster hingezogen fühlen und den sofort sympathisch finden, weil die Reaktion von kleinen Kindern, was ich selbst beobachten konnte in Universal Studios, war, dass die Kinder ihm automatisch die Hand gereicht haben oder ihn umarmt haben. Ja, die wissen ja erstmal nichts über diese Figur oder so. Die sehen halt jemanden, der irgendwie anders aussieht, interessant aussieht. Die verbinden damit ja erstmal nichts gruselig. Die haben ja da gar keinen Hintergrund. Das finde ich auch immer sehr schön, wenn man sowas sieht. Als ich übrigens diese Inktober-Sachen haben, trotz dessen, dass es auch Pin-Ups waren und so, aber da liefen ja natürlich auch viele Familien rum, auch mit Kindern. Und ich hatte richtig oft Kinder, die irgendwie diese Bilder cool fanden. Warum auch immer, aber das kam auch da an. Konnten damit nichts anfangen. Aber die waren ja auch schwarz-weiß gestaltet und auf den Bildern war zum Teil auch viel Blut, gerade beim Freddy Krüger-Bild. Und Carrie auch, aber man sieht es ja nicht, weil es war schwarz-weiß halt ist. schwarz, ne? Aber das fanden die irgendwie cool.
Weiß auch nicht. Das ist eine Anziehungskraft. Ja. Ich glaube, es ist eine Anziehungskraft an diesen Bösen, was Kinder automatisch cool finden. Ich fand als Kind Darth Vader auch immer geiler als Luke Skywalker. Ich fand Luke Skywalker mega langweilig. Ja, ganz ehrlich, was ist das für ein Jammerlappen? Ich war damals immer absoluter Blade-Fan. Ich glaube, das war auch so, also ich habe immer Vampire toll gefunden. Und ich habe wirklich sehr jung Blade 1 geguckt, weil das war noch zu Zeiten, wo mein Papa dann immer in der Videothek Filme ausgeliehen hat. Natürlich immer nur so Filme, auf die er Bock hatte, irgendwie Action oder irgendwas. Und Sonntag war dann immer der Tag, wo wir die Filme geguckt haben, weil du konntest ja am Montag die erst wieder zurückbringen. Und dann habe ich mit ihm Blade geguckt. Ich war viel zu jung dafür, aber ich habe es richtig gefeiert und ich liebe immer noch Blade. Ich hatte auch keine Albträume oder so, ich hatte da generell nie Probleme mit. Aber ich fand den einfach geil. Wobei er schäbige Tattoos hat. Das war so die Zeit, wo jeder Zweite... Andere Zeiten, haben wir geklärt, früher war noch nicht so viel möglich. Ja, aber hast du das noch? Also ich habe ja auch mal lange Zeit im Tattoo-Studio gearbeitet und ich kannte das noch, dass wenn Blade oder From Dusk Till Dawn lief, auf RTL 2 oder sonstigen Kanälen, dass komischerweise direkt am Montag danach die Leute kamen und sagten, boah, ich will so einen coolen Treibel haben auf dem Arm wie George Clooney. Ja. Okay, das sind Zeiten, die sind jetzt natürlich an mir vorbeigegangen, aber auch interessant. Das war ganz schlimm. Naja gut, auch solche Figuren, ne, die polarisieren und wenn die Fangemeinde groß ist, du hast immer ein paar Leute, die dann das Tattoo von dem und dem Charakter auch haben wollen. Ich habe zum Beispiel mal, da sind wir jetzt im Gaming-Bereich, ein Tattoo gemacht von Ellie von The Last of Us. Die hat so einen Fahnen und so eine Motte so auf dem Arm. Auch 1:1 wollte jemand halt auch so haben. Und das hat man auch, glaube ich, bei vielen anderen Figuren, dass Leute das dann direkt so wie diesen Charakter haben möchten. Habt ihr auch so Symbole, weil ihr ja sehr viel mit Comic und Anime macht? Dein Kollege hat ja auch ganz oft Naruto. Das ist ja diese Symbole von Naruto. Zum Beispiel, ja. Ich weiß bis heute nicht, was die bedeuten. Hast du Naruto geguckt? Ich glaube 2-mal. Dann fand ich es ganz komisch, wie die laufen, dann habe ich es ausgemacht. So läuft keiner. Es ist nicht mal im Windschatten. Du hast überhaupt keinen Vorteil. Nein, tatsächlich nicht. Das ist, das ist jetzt einfach ikonisch. Die müssen so laufen. Ist einfach so. Ich fand auch sehr irritierend, dass er so komische Whiskers-Haare da im Gesicht hat. Schnurrhaare, ja. Ja. Obwohl es eigentlich, glaube ich, gar keine Haare sein sollen. Aber ich weiß es selber nicht. Das gehört einfach zu seinem Gesicht. Was sind denn bei euch dann so das Top-Ding, wo ihr sagt, so, okay, davon kann ich jetzt jede Woche ausgehen, da wird immer irgendeiner kommen. Ist das sowas wie One Piece oder Co., wo Leute jetzt vielleicht kommen? Nicht jede Woche, aber gerade im Anime-Bereich, die Classic-Animes, Dragon Ball, immer was dabei. Naruto ist auch relativ viel. Ja, One Piece sowieso. Also wirklich diese alten Animes, gerade aus dem Alter von uns halt, wie in den 30ern, die damit groß geworden sind, hast du wirklich oft wirklich viel. Meine Kollegin Claudi, die hat einen ganzen Sleeve voll nur mit Dragon Ball Charakteren zum Beispiel auch. Das prägt auf jeden Fall Pokémon. Super viel auch. Die verschiedensten Pokémon auch. Aber gerade so die alten, sowas wie Pikachu, Shiggy und solche. Gestern hat Martin Shiggy gemacht, als Beispiel. Sowas wirst du immer haben. Ich glaube, ich komme einfach mal nächstes Jahr bei euch vorbei, mach mir ein Scooby-Doo und guck mal, wer es kennt. Scooby-Doo habe ich auch dieses Jahr 2-mal gemacht. Hast du schon 2-mal gemacht? Ja, weil ich 2 Wannadoos hatte. Jetzt wird's aber interessant hier. Du hattest ein Wannadoo. Also du wolltest Scooby-Doo machen. Genau, ich habe 2 Wannadoos gemacht. Da hatten wir im Sommer ein Walk-In gemacht. Und wir haben uns da ein Thema gesetzt, Kindheitshelden. Und dann habe ich 2 Scooby-Doo-Wannadoos gehabt. Da habe ich aber so ein bisschen mit Stilmix gearbeitet, wo einzelne Parts ein bisschen realistischer Black and Grey gestaltet sind und andere Parts, wie sagen wir mal, dann das Halsband rausgenommen, in dem Comic-Stil in bunt waren. So als Beispiel. So, jetzt musst du nochmal, ich habe zwischen den Zeilen gehört, du hast gesagt Kindheitserinnerung. Was ist deine Verbindung mit Scooby-Doo? Tatsächlich habe ich Scooby-Doo nicht super intensiv früher geguckt, immer mal, wenn es halt lief. Klar, wenn du halt mal reingeschaltet hast. Ich fand es halt immer cool, dieses Mysteriöse. Liebte ich. Meine aktuelle Verbindung zu Scooby-Doo ist aber Supernatural jetzt einfach. Das ist jetzt direkt in meinem Kopf, weil ich einfach Supernatural liebe und diese Folge ist einfach großartig. Ich weiß noch, dass das können wir auch erzählen, ne? Das ist mega lustig. Wir haben eine Supernatural Silvester Motto Party gemacht. Richtig. Wo alles im Design von Supernatural, wir hatten sogar einen Fall, wo du hast ja kreiert. Ich habe also wir haben uns halt getroffen, ich habe mehrere Supernatural-Spiele, sei es Quiz oder Monopoly. Aber ich dachte, es wäre total lustig, wenn wir auch so eine Fallwand haben. Und dann habe ich mir einfach einen Fall ausgedacht und habe Zeitungsartikel geschrieben und habe Fotos von uns ausgedruckt und eine Karte. Und das war tatsächlich auch in der Nähe
von deinem Ort, wo du lebst halt. Und dann habe ich bei Google Maps Bilder rausgesucht und Sachen eingezeichnet, Pfeile und kleine Post-its dran gemacht. Und so, wir waren quasi die Opfer. Oder meine Schwester war, glaube ich, dann die Redakteurin von einem Zeitungsartikel oder so kleine Gimmicks eingebaut. Letztendlich total belanglos, so im Nachhinein, wir brauchen es gar nicht mehr, aber es hat halt total Bock gemacht, das zu machen. Ich hab's noch. Und als ich Besuch bekam von meiner Mutter, die fragte dann, was ist das? Und dann habe ich gesagt, achso, das ist ein Fall, an dem ich arbeite. Das sind echte Mordfälle hier aus der Region. Hier werden Leute vermisst, ist mir gerade aufgefallen. Da habe ich das mal ausgedruckt und dachte, ich gehe dem mal nach. Sie so, echt jetzt? Ich so, nein. Wie gut. Nee, das war cool. Ich dachte, so kleine Details, sowas mag ich ja basteln. Das finde ich auch immer ganz gut. Und dann haben wir, ich habe so ein Supernatural-Kochbuch gehabt oder Cocktailbuch, wo Gerichte drin standen, die sie zum Beispiel in der Serie essen. Und dann haben wir uns Sachen rausgesucht, die dann ein bisschen vegan angepasst. Und dann haben wir uns da halt geiles Essen zubereitet. Und waren in der Notaufnahme, weil ich den Kampf gegen die Avocado verloren habe. Und schon irgendwie 2, 3 Bier getrunken und dann wollte ich Avocado schneiden und habe mir voll in die Hand gesäbelt und das hat nicht aufgehört zu bluten. War nur ein kleiner Schnitt, da ist auch noch eine kleine Narbe. Wurdest du mit einem Stich genäht, ne? Nur ein Stich, deswegen war gar nicht wild. Viel schlimmer war diese Betäubungsspritze, die sie mir da reingejagt hat. Da wurde mir dann ein bisschen schwummrig, wie sie da drin rumgewühlt hat. Das war ein bisschen eklig. Schweinerei. Dein Bald-Ehemann, der ist ja im Wartezimmer 5000 Mal Dem gestorben. ging es viel schlimmer als mir. Und das war so ein Mini-Schnitt nur und war alles gut. Und ich war halt so ein bisschen angetrunken, war mir halt egal. Also ja, okay, ich habe mich halt geschnitten. Und dann sind wir wieder zurück. In der Zwischenzeit, meine Schwester ist da geblieben und hat auf die Katzen aufgepasst und hat das Essen weiter vorbereitet und hat das Blut weggewischt, weil du ja kein Blut sehen kannst. Ach, Fun Fact, ja, ich kann kein Blut sehen. Da ist was dran. Und dann danach haben wir dann halt gegessen und weitergemacht. Und ja, mein Freund ist viel mehr ausgeflippt als ich. Das war ein lustiger Abend. Das war sehr lustig. Wirklich lustig. Und das Schlimme war, wir haben so viel gelacht und ich durfte nicht lachen, weil ich hatte ja 2 Tage davor einen Autounfall. Oh ja. Und hatte diese gebrochene Rippe. Und das war echt total bescheuert. Ne? Ja. Ich weiß nicht, ich war voll mit Schmerzmittel und musste andauernd lachen. Ja, richtig. Oh, schlimm. Das war sehr gut. War ein super Abend. Also falls ihr euch fragt, was ich für einen Autounfall hatte, ich war nicht mit einem anderen Auto involviert. Es ging bei 120 Sachen auf der Autobahn auf einmal der Airbag los. Ja, okay. Aus dem Nichts. Richtig crazy. Da war ich übrigens übelst erschrocken, als du mir das erzählt hast. Ich muss den Geist von Hitler angefahren haben oder so. Auf der Autobahn. Was für ein Scheiß, ey. Kann ich nicht empfehlen. Ach, das war großartig. Ich liebe so Themenabende. Finde ich immer gut. Das war ja nicht der einzige. Nee. Das war nicht der einzige. Dann war noch der Sharknado-Tag. Ja, den müssen wir noch weiterführen. Müssen wir noch weiterführen. Wir haben es ja nur bis zur Hälfte geschafft. Ja. Aber das war grandios. Also, weil ihr euch fragt, was ein Sharknado ist. Stellt euch mal vor, ihr seid mit mehreren Leuten und kommt auf die wunderbare Idee, heute machen wir alles im High-Thema. Wir machen High-Cocktails, wir tragen High-Kostüme. Das war so geil. Und gucken eine grandiose Reihe. Wir gucken die so intensiv, dass wir gar nicht mitbekommen, dass einer von unseren Kollegen die ganze Zeit ein knallrotes Auge hat, was total entzündet ist. Und am nächsten Tag fragt man, sag mal, habt ihr das nicht gesehen? Ja, doch, aber ich dachte, wir haben die Filme geguckt. Grandios. Irgendwer hatte immer was, ne? Körperlich irgendwas passiert immer. Ja, ist bei uns immer. Ich bin ja gerade froh, dass wir hier diese Aufnahme machen. Und wie überleben ist, ja. Nee, aber das war großartig, weil es war im Sommer, aber dann kam ich auf die grandiose Idee, hey, lass mal so Shark-Onesies tragen. Super heiß, aber egal. Und dann, ja, dann hast du so Cocktails gemacht, die auch so richtig cool mit einem blauen Verlauf waren, dass es so passte. Ich hatte auch High-Schlappen dabei. Ich habe uns High-Tassen besorgt. High-Tassen, die habe ich immer noch. Ich finde die grandios. Ja. Wir haben alles dem Thema angepasst. Das war super. Ja. Und ich habe mich totgeschwitzt in den Dingern. Aber es sind ein paar lustige Fotos und Videos entstanden. Und dann natürlich das Highlight, die Filme. Besten Filme aller Zeiten. Das war wirklich grandios. Also kann man nicht toppen. Ich finde die sogar gut mittlerweile. Also ich finde die wirklich auch. Die müssen keinen Sinn ergeben. Also falls ihr die noch nicht gesehen habt, guckt sie euch an. Die sind richtig gut. Übrigens aber auch sehr chronologisch. Chronologisch, definitiv. Richtig lustig ist auch, die in der Schläferz-Version zu gucken, weil die Kommentare dazu auch großartig sind. Die sind sogar manchmal noch besser. Ja, das ist, ich habe einmal per Zufall, ich weiß gar nicht welchen Teil, ich glaube den mit den Haien im Weltall, das ist der 3., 4. oder so, ich bin mir gerade gar nicht sicher. Den hatte ich dann gesehen mit Kalkhofes Kommentaren und das war noch viel besser.
zufällig reingesappt und das gesehen und mich nicht mehr eingekriegt. Ich finde, es ist eine Kunst. Schläferz ist eine Kunst. Absolut. Baldo, schlechte Filme, die ja wirklich einmal abartig schlecht sind, aber du kannst dem trotzdem was Gutes abgewinnen. Ja. Und durch die Kommentare machst du das nochmal so ein bisschen wertvoller. Definitiv. Also etwas, was total Müll ist, wird auch immer wie brillant geschliffen. Ja, richtig. Und macht Spaß. Wir sollten definitiv weitermachen. Mit der Ja, auf jeden Fall. Wir haben ja, glaube ich, noch so 3, 4 noch vor uns. Also 3 auf jeden Fall. 3 auf jeden Fall. Ich weiß nicht, ob es noch 4 waren, aber ich glaube 3 auf jeden Fall. Ja, müssen wir nochmal. Vielleicht jetzt, wo es kalt ist und wir die Sharkies auch noch tragen können und nicht schwitzen. Meine Katzen finden diese Sharkies übrigens voll cool. Ja. Ja, es ist ein riesiger Tunnel, so eine riesige Höhle, wo man... Ja, wer will seine Katze nicht gerne an einen Hai verlieren? Genau. Ich habe den auch schon einen Namen gegeben, diesen Anzug. Ich nenne ihn Bruce. Finde ich passend. Ja, so hieß der weiße Hai auch. Ach so, gut, den habe ich tatsächlich nie gesehen. Bitte? Ja, habe ich jetzt nicht gesagt, ich weiß. Nee, hast du auch nicht. Aber eigentlich hast du es gesagt, aber wir tun jetzt, als ob du es nicht gesagt hättest. Aber du hast schon mal gesehen, wenn der weiße Hai mit der Melodie, wenn er ja, natürlich, ne? natürlich. Ja, oder auch dieses bekannte Plakat dazu und so weiter, das kenne ich schon. Aber ich habe den Film an sich nie geguckt. Da gibt es ein total tolles Mondo-Artwork. Mondo, sagt dir was? Die haben schöne Poster, ja. Genau, Mondo ist ja ein alternatives Artwork zu Filmpostern. Die haben ja auch so kleine Regelungen. Das heißt, es muss gemalt sein. Man benutzt nie viele Farben. Das ist so etwas, was ich bei diesen Mondo-Artworks immer grandios finde. Das musst du können, das ist schwierig tatsächlich. Das ist super schwierig. Und der weiße Hai ist eines der besten Mondo-Poster aller Zeiten. Du siehst den Strand voller Menschen. Es sieht aus wie so eine 50er-Jahre-Werbeanzeige für Sonnencreme. Oder Langnese-Eis. Ja. Und dann ist da ein Schirm. Und wir kennen ja alle diese Schirme. Die haben ja dieses Umbrella-Muster quasi. Ja, ne? dieses Also rot-weiße, Genau. gestreifte, ja. Aber hier ist es so, das sind andere Farben. Ich meine, es ist orange und blau, aber ein so ein Teil, also ein so ein Dreieck ist schwarz. Und das ist diese Haiflosse. Okay. Und das war's. Also mehr ist nicht. Er ist nicht groß. Du siehst kein Hai, gar nichts. Du siehst nur auf diesen Regenschirm diese Haiflosse. Dieses Minimalistische auf den Punkt gebracht. Das ist so schwer, etwas so minimal runterzubrechen und dass es funktioniert und du das dann noch erkennst. Aber dann, solche Sachen sind meist super doll durchdacht. Auch wenn sie simpel wirken, sind sie es halt nicht. War schon mal bei dir so ein Punkt, wo du gedacht hast, ey, das möchte ich mal können? Da habe ich mal Bock drauf, sowas zu machen? Ich habe jetzt speziell nichts im Kopf tatsächlich. Ich wollte mal, es ist eigentlich immer noch in meinem Kopf, habe ich aber noch nicht bewerkstelligt. Ich wollte mal zu Supernatural, zu jeder Staffel ein Bild zeichnen, quasi wie ich einmal für Stranger Things gemacht habe. Da habe ich wie eine Art Comic-Cover gezeichnet. Und das wollte ich zu jeder Staffel Supernatural machen und da dann auch quasi die Geschichte aus einer Staffel irgendwie versuchen einzufangen in einem Bild, wie ein Comic-Cover. Wollte ich immer noch mal machen. Ich habe ihm gesagt, dann binge ich noch mal alles durch und dann mache ich immer nach jeder Staffel das eine Bild. Letztes Jahr habe ich alles durchgeguckt und es genau nicht gemacht, aber ich habe Supernatural irgendwie schon 10 Millionen Mal durchgeguckt. Es wird noch passieren. Was ist deine Lieblingsstaffel? Habe ich eine Lieblingsstaffel? Kann ich gar nicht sagen. Ich weiß, es gibt so ein paar Staffeln, die einfach schwächer sind, wo wichtige Aspekte passieren, aber wo ich immer denke, ich nicht so Bock, so Staffel 7 war es, glaube ich, mit den Leviathanen, die finde ich, die schwächelt schon ganz schön. Die Leviathane kommen ja danach auch nie wieder vor, aber die Einführung des Fegefeuers ist halt zum Beispiel total wichtig gewesen da. Oder, ich glaube, in Staffel 11 war das mit der Finsternis. Auch wichtiger Aspekt mit der Schwester von Gott. Aber ich fand die Staffel auch leider ein bisschen lahm, so an sich. Gibt bessere. Aber ich liebe es einfach ab dem Zeitpunkt, wo zum Beispiel Crowley dazu kommt. Und generell diese ganze Engel-Gott-Teufel-Thematik ein bisschen mehr ausgeführt wird. Manche Sachen ziehen sich ein bisschen, aber trotz dessen finde ich das halt gut, weil diese übergreifende Geschichte über alle Staffeln hindurch dann halt bestehen bleibt. Ich bin bei Supernatural. Ich liebe Crowley. Ja. Den Charakter Crowley ist, ich liebe ihn ist sehr. Grandios. Ich mag aber tatsächlich am liebsten nur die ersten 3 Staffeln. Ah, okay. Es sollten ursprünglich auch, glaube ich, nur 4 sein. Es sollte gar nicht weitergeführt werden. Es sollte bis zur Apokalypse gehen und dann gar nicht weitergehen. Aber weil es halt so gut ankam, haben sie es dann weitergesponnen. Und das merkt man. Das merkt man tatsächlich, weil für mich geht der Reiz ein bisschen verloren, dass die gar nicht mehr wirklich sterben können. So. Also ja die gut, das war tatsächlich ein aus bisschen der Hölle abhauen, wenn übertrieben sie wollen. später. Du warst hier quasi immer, wenn sie gestorben sind, dann denkst du, ach, die kommen sowieso wieder. So, ne? So war das halt einfach. Und am Anfang, du merkst einfach, das Flair der ersten Staffeln ist ganz anders als später, weil du hast halt immer diese Monsterjagd.
Und es war alles irgendwie noch ein bisschen düsterer. Es wird später mal wieder auch mehr aufgegriffen. Und jeder Rocksong am Ende, das wurde ja später auch nicht mehr gemacht. Ja, genau. Und das hat sich schon ein bisschen verändert, aber ich liebe es halt trotzdem. So das gesamte Konzept mag ich halt. Und einfach später mehr noch die ganzen Trickster-Folgen. Die liebe ich sehr. Oder dann die Scooby-Doo-Folge. Also so extra Sachen, die halt für die Fans richtig geil sind. Das finde ich auch immer toll. Hast du das Original, worauf das ganze Konzept basiert? Das ganze Konzept basiert ja auf Akte X. Hast du das jemals komplett geguckt? Nie komplett. Ich habe tatsächlich die Gesamtbox, die habe ich mal damals irgendwie für 40 € in irgendeinem kleinen Laden gefunden. Die habe ich da. Mittlerweile kannst du es ja auch, glaube ich, auf Disney gucken. Aber ich habe es mal angefangen, ich glaube, bis Staffel 2 wieder geguckt. Da damals als Kind so sporadisch mal reingeguckt, aber ich durfte es eigentlich nie gucken. Ich wollte es immer noch mal komplett durchschauen. Das mach mal, weil das gleiche Konzept wie bei Supernatural, und man merkt aber, dieses Konzept geht immer auf, gerade bei Monster-Sachen. Ja. Du hast einen roten Faden, das sind die Main-Folgen quasi. Bei Akte X war es die große Verschwörung mit den Aliens. Und damit die Leute bei der Stange bleiben, weil so Verschwörungstheorien und Politik ist ja natürlich sehr langweilig. Und das war bei Supernatural dann nachher auch, wenn es die ganze Zeit nur das Gerede zwischen Gott und Teufel war. Ja, du brauchst diese kleinen Fälle noch. Und genau, dann kamen immer Monster of the Week Folgen. Und bei den Monster of the Week Folgen hat jede Staffel eine Comedy-Folge. Ja, das ist großartig. Und dieses Konzept, das wurde 1:1 übernommen bei Supernatural. Geil. Und das ist halt wirklich cool. Ne? Also wenn man das einmal weiß, dann guckt man das gerne. Ich finde diesen Mix halt auch ganz gut zwischen, du hast dieses Brutale, das Düstere, die Monster, die Tode und so weiter. Und dann hast du irgendwie was Cooles, Lustiges mal dazwischen. Aber es ist dennoch irgendwie in der Handlung. Es gab aber auch Folgen bei Supernatural. Ich weiß noch, dass die 3. Staffel damals, die war ja ab 18. Ja. Ich weiß gar nicht, ist sie mittlerweile ab 16? Oder ist sie noch ab 18? Sagen. Auf jeden Fall weiß ich noch, dass das fürs Fernsehen, klar, wir sind jetzt natürlich ein bisschen anders gepolt, wir haben natürlich eine andere Medienethik und Co. und anderes Verständnis dafür. Es war aber sehr brutal. Ja, es war auch, wenn du wenn du alles so geguckt hast und wieder anfängst zu gucken, allein wie alles dargestellt wird, das ganze Lichtsetting, alles ist dunkler. Alles ist viel düsterer und das ist später gar nicht mehr so. Und da haben sie halt versucht, irgendwie noch gruseliger zu wirken, als es dann einfach in den späteren Staffeln ist. Vampire waren auch cooler in den ersten Staffeln. Ja. Die sind ja später dann nicht mehr so cool gewesen. Ja, das stimmt. Auch eine interessante Geschichte noch dazu, finde ich, dass die Veränderung klassischer Horrorfiguren, wir hatten es ja eben schon mal angesprochen mit Frankensteins Monster und Co., dass das auch immer wieder so ist, dass man das Rad nicht neu erfinden kann, aber man kann das Rad neu bestücken oder beschmücken. Ja, genau, die Vampire sind ja auch anders. Die haben quasi ein verstecktes Gebiss, kann man sagen, oder beziehungsweise diese Extrazähne, die dann rauskommen. Das ist halt auch anders, wie man das sonst kennt. Nicht nur diese Eckzähne, sondern wirklich ganz viele, wie fast eine Haigebiss, kann man fast sagen. Das ist ja bei Supernatural. Gibt ja Leute, die fahren ja komplett auf Vampire ab im Vampirismus. Gerade Twilight hat ja alles sehr romantisiert. Ich liebe die Bücher auch immer noch, die Filme nicht so. Aber du leuchtest auch gerade total. Ja, ich glitzer. Nee, aber auf jeden Fall, da gibt es ja auch die eine Folge, wo sich die Vampire zunutze machen und dann junge Mädels mit denen chatten in Clubblocken und so, ne, und sich darstellen wie Edward zum Beispiel mit ich lebe so lange, du bist meine Seelenverwandte, bla bla, und dann verwandeln sie die und sperren sie halt ein und benutzen die einfach. Fand ich ganz cool aufgegriffen. Klingt nach einem True Crime Fall. True Crime, auch etwas für dich, ne? Ja, ich habe auch ein paar Podcasts, die ich höre. Was ist diese Faszination bei Frauen an True Crime? Ich habe als Mann Angst, weil ich genau weiß, ihr wisst, wie man uns los wird. Dabei habe ich erst gestern in einer Folge gehört, dass es Mörder gibt, die auch True Crime-mäßig bewandert sind und sich dadurch sicher fühlen, weil sie denken, sie haben mehr Wissen. Und es gab da eine Studie zu und es ist wohl Quatsch, dass das so ist. Das ist auch Blödsinn. Ja. Ich zitiere hier an der Stelle Marc Benecke, der was ganz Tolles gesagt hat. Nämlich bei der Frage nach dem perfekten Mord antwortete er, den gibt es. Das sind nämlich die wir bis heute nicht aufgeklärt haben. Und die werden meistens durchgeführt von Idioten, die in der Situation gar nicht wissen, was sie tun. Ja, wahrscheinlich. Wo einfach eine Folge von Zufällen dazu führen, dass das ergibt total Sinn. Keinen Sinn ergibt, ja. Aber das ergibt ja total Sinn, dann, ja. Diese Sinnlosigkeit, dass es keinen Sinn ergibt, weil du als Ermittler überhaupt nicht nachvollziehen kannst, was hier für eine Scheiße passiert ist. Ja. Das heißt, du kannst es auch nicht aufklären. So, jetzt haben wir euch den perfekten Mord erklärt.
Nicht drüber nachdenken. Hast du denn selber auch einen Bezug gerade zu der Gothic- oder Horrorszene oder allgemein auch mit Heavy Metal und Co.? Ich weiß, dass ich bin einer der wenigen, die es wissen, weil ich mit dir da war. Ice Nine Kills. Ich liebe Ice Nine Kills. Ich habe die relativ spät entdeckt tatsächlich, vor ein paar Jahren erst, aber bin absolut Fan, weil ich diesen Horrorfilm-Aspekt richtig cool finde. Und dieses Jahr waren wir ja auf dem Konzert, das war auch mein erstes von denen. Und auch wenn ich immer nur so sporadisch was gucken könnte, weil ich leider klein bin und wir standen in der Menge, war das, was ich von der Bühnenshow sehen konnte, halt richtig cool. Das feiere ich halt sehr, dieses Konzept finde ich halt richtig cool und dass die auch ein Comic und ein Buch und so rausgebracht haben. Ansonsten jetzt so Gothic-Szene, ich finde die Mode geil, trage sie selber gar nicht tatsächlich, würde aber für so Partys, ich würde gerne auf so Partys gehen und mich so anziehen tatsächlich, aber ich lebe das jetzt nicht in meinem Alltag, sage ich mal so, aber Metal-Musik beziehungsweise viel in die Richtung Metalcore höre ich dann ganz gerne mal. Naja, und auf jeden Fall hat mich Ice Nine Kills wieder voll in die Sparte zurückgebracht, ins Metal hören. Ich höre generell ganz viel querbeet, auch Justin Bieber, Lady Gaga oder sowas, worauf ich halt gerade Lust habe. Manchmal auch mehr in Richtung elektronische Musik und aber auch ganz viel halt Metalcore. Sich versteifen auf ein Genre ist nie eine gute Sache. Nein. Das ist genau mit Filmen. Du kannst dich nicht auf ein Genre versteifen. Warum auch? Es gibt so viele coole Sachen in so vielen Bereichen, warum sich auf eins vertiefen. Also das Ja. Ne? Und wenn du Kunst akzeptieren willst, als was es ist, Kunst, dann musst du auch akzeptieren, dass es mehr davon gibt. Und dann musst du auch in andere Bereiche gucken. Genau. Und nicht nur dich versteifen in ein Genre. Das ist eine ganz wichtige Botschaft. sehe ich auch so. Alle anderen sind Musiknazis. Ja, aber das hast du ganz oft. Du hast ganz oft in dieser Szene hast du Leute, die sagen, wie kannst du Prince hören? Ja, weil ich Purple Rain mag. Wie kannst du Lady Gaga hören? Ja, weil ich Lady Gaga mag. Ja, die ist geil. Das sind so Sachen, damit schockierst du auch jeden. Wenn du mich jetzt fragen würdest, was ist mein Lieblingsfilm, würde ich dir sagen Casablanca. Kommt auch keiner drauf. Ja, ich glaube, da zähle ich mich aber auch zu. Ich kenne ihn per se vom Namen, ich habe Bilder gesehen, aber geguckt habe ich ihn nie. Aber ich glaube, viele heutzutage, gerade jüngere Generationen, die können gar nichts damit anfangen. Nee, die kennen dann wahrscheinlich, nicht mal das kennen sie. Es gibt Barbed Wire mit Pamela Anderson. Das ist dann die zukunftsperverse Version von Casablanca. Okay. Also wirklich das schmutzige Remake. Gibt es nicht von allem irgendwie noch eine Porno-Version gefühlt? Ist ja kein Porno, es ist eine schmutzige Variante. Weil, nicht ganz so weit, alles klar. Pamela Anderson hat ja nur ein Home-Video gemacht. Das kennen wir alle, wo Tommy Lee das Bootpferd mit dem 11. Finger und die Hupe drückt. Bis heute nicht kapiert, wie das geht. Er hat's gemacht. Ja, Multitalent. Aber bei den anderen Filmen war ja immer Erotik. Das war ja der Stil mit den Ledercorsagen und Co. Was du ja auch gerade eben gesagt hattest, dass du halt die Ästhetik davon sehr Absolut. hast. Also ich gucke mir sowas gerne an. Ich würde sowas auch selber gerne tragen. Was sowas angeht, da wäre ich auch nie schüchtern. Ich habe sogar keine Probleme damit, irgendwie mich freizügig auch in Kleidung zu zeigen. Das gar nicht. Ich bin immer nur manchmal schüchtern im Leute kennenlernen. Das ist eher das. Wie spricht man mit den Leuten? Wie ticken die Leute? Was denken die von einem gerade? Dammel ich irgendwas vor mir hin und die denken, du bist verrückt. Genau. Was ich aber jedem dann ans Herz legen kann, eine normale Gothic-Diskothek, guckt euch das mal an. Ihr habt da so tolle Sachen zu sehen. Und das ist wirklich Das würde mich definitiv mal interessieren. Da war ich immer offen für sowas. Ja, das ist wirklich Eye-Candy, weil du Ja. Sachen siehst und nicht jetzt im Sinne von Perversität oder so, das schieben wir mal ganz zur Seite, weil das hat damit nichts zu tun. Es gibt es zwar da, Einfach Ästhetik. aber diese Ästhetik, Ja. einfach diese Looks, weil das alles Unikate sind. Ja. Ich glaube, Unikate, das ist etwas, was ich cool finde. Ja, definitiv, da bin ich voll bei dir. Deswegen finde ich auch Cosplays so geil und da kannst du ja auch in sehr viele verschiedene Sparten gehen. Es muss ja nicht nur sowas wie Anime sein oder Bücher oder so, du kannst ja alles Mögliche cosplayen. Und eine meiner Lieblings-Cosplayerinnen, die macht zum Beispiel auch OnlyFans, die macht Charakter dann auch freizügiger und sie ist ein Plus-Size-Model, also die hat auch ordentlich was drauf, aber wunderschöner Mensch und die macht so wundervolle Fotos und das gucke ich mir so gerne an. Ich finde bei Plus-Size-Models, gerade wenn die dazu stehen, dass sie, also wenn du in deren Gesicht siehst, die fühlen sich wohl und die können das repräsentieren. Wunderschön. Selbstbewusstsein, finde ich, ist da der Punkt. Wenn du selbstbewusst bist, strahlst du das heraus, egal wie du aussiehst, was für eine Figur du hast, bist einfach wunderschön. Ja, solange es halt nicht in so eine überhebliche Richtung geht, aber, aber diese Ausstrahlung, gesundes Selbstbewusstsein, ja. Eine schöne Aura. Ja, richtig. Aber bei diesem Ästhetik-Ding, da bin ich vollkommen bei dir. Das ist ja auch der Grund, warum ich zum Beispiel Catwoman irgendwann auf meinen Arm haben will.
Das Motiv steht. Das müssen wir definitiv noch angehen. Ich finde diese ganze Ästhetik von dieser Figur cool. Ich liebe den Look. Ich liebe das Outfit. Ich finde, sie ist die allerschönste Catwoman. Ja. Definitiv. Das Outfit ist so grandios. Und ich finde auch diese Anekdote zum Teufel finde ich mal cool. Ja. Ne? Mit diesem Neonschild, wo eigentlich steht Hell Hello here. there. Und Ja. dann ist das O und das T kaputt und dann Hell here. Ja, genau. Das hatte ich doch, glaube ich, auch mit ins Hast du Design mit ins Design eingebunden. gebaut? Richtig, genau. Finde ich grandios. Ja, liebe ich auch sehr. Die Satanistin, gehen wir es doch einfach zu. Genau. Ich glaube nicht, dass sie Tiere essen würde. Ist das bei dir auch etwas, wo du durch deinen Job, also jetzt außer mich, hast du schon mal Leute kennengelernt, die sagen, sie sind Satanist? Oder kennst du Satanisten? Nein, tatsächlich gar nicht. Also hattest du nie Berührungspunkte damit? Überhaupt nicht. Also warst du auch eine von denen, die immer gedacht haben, das ist genau wie im Fernsehen? Ich habe mir ehrlich gesagt nie groß Gedanken drüber gemacht, aber ja, man kannte es dann nur aus dem Fernsehen halt mit diesen Ritualen und Opferungen und so weiter. Das war halt tatsächlich auch mein Stand des Wissens. Aber ich habe mich halt nie eingehend damit beschäftigt. Bis jetzt. Finde ich lustig, weil Leute haben ja eher eine Verbindung zu Gothics oder Vampirismus. Also es gibt ja viele Leute, die sagen, die machen Cosplay Vampir oder so. Da hast du immer mehr Schnittpunkte, als wenn jemand ankommt und sagen würde, ich bin Satanist. Ja. Witzigerweise sagt aber jeder Zweite irgendwie, wenn die hardcore religiös sind, ja, ich bin katholisch, ich trage das Kreuz. Also das weiß man sofort. Ne? Ja, natürlich. Wie wurdest du denn großgezogen? Wurdest du religiös großgezogen? Oder Gar nicht. Also meine Familie ist überhaupt nicht gläubig. Ich bin auch gar nicht getauft. Meine Eltern kommen aus so einer russisch-orthodoxen Familie. Also ich bin auch selber noch in Russland geboren, lebe aber eigentlich mein ganzes Leben hier. Aber meine Eltern waren nie gläubig und haben uns auch gar nicht so erzogen. Aber sie haben uns immer offen gelassen, wenn wir zum Beispiel später uns taufen lassen möchten oder egal in welche Religion oder so, hätten sie halt alles mitgemacht, hätten sie halt unterstützt. Aber tatsächlich hat es bei keinem meiner Geschwister sich in irgendeine religiöse Richtung entwickelt. Also ich bin Atheistin und hätte ich gewollt, wäre es okay gewesen. Aber das ist doch die gesunde Einstellung. Ja, ich fand das immer gut, also dass sie uns das einfach offen gelassen haben. Sie waren nicht gläubig, aber wenn wir es gewollt hätten, wäre es in Ordnung gewesen. Klar. Ich finde, so sollte es halt sein, leben und leben lassen. Bist du gläubig, dann leb deinen Glauben, das ist dann okay. Ich verstehe immer nicht, dass die Kirche dafür vonnöten ist, aber in Ordnung. Glaub an Gott, praktizier das, wie du Irgendeiner muss möchtest, das Geld aber einkassieren, richtig. Alex. Aber sei jedem überlassen, wie er das möchte. Ne? Was ich nur nicht leiden kann, ist, wenn man versucht, mich zu bekehren. Ich lass dir deinen Glauben, lass mir meinen Nicht-Glauben, das ist okay. Aber du hast das mit diesem Bekehren, das geht mir so auf den Zeiger. Das hast du in so vielen Sachen. Also, das ist, lustigerweise trage ich ja 2 Sachen in meinem Namen, wo Leute das oft machen mit dem Bekehren. Und ich glaube, ich habe das extra deswegen gewählt, weil es allen auf den Sack geht und ich den Leuten zeigen will, man soll keinen auf den Sack gehen. Du hast ganz oft Leute, die ja meinen, sie würden dadurch das Richtige tun. Und das ist halt nicht der Fall. Da ziehe ich mich halt raus, weil ich darauf keinen Bock habe. Das ist genauso mit Satanismus. Ich möchte das keinem unter die Nase reiben. Ne? Mach, wie ihr wollt. Du bist Atheist, super. Du bist katholisch, super. Ne? Leb dein Leben, sei glücklich. Das ist halt die Moral, die ich damit mitgeben will. Wir müssen uns alle respektieren. Das Einzige, was ich halt manchmal mache, ist halt den Leuten sagen, okay, das ist Blödsinn, das ist Blödsinn, das ist Blödsinn, das ist Blödsinn. Einfach damit die Leute wissen, dass es Blödsinn ist. Ja. So. Ob du damit was anfangen kannst oder nicht, das ist für dich selbst überlassen. Aber viele Sachen, finde ich, das gehört da nicht mehr hin. Ja, sehe ich auch so. Metalbands zum Beispiel, ne? Diese umgedrehten Kreuze, das geht mir auf den Keks. Ja, das wird einfach alles komplett missverstanden. Und das Bild hat sich jetzt einmal eingeprägt, umgedrehtes Kreuz, Satan, der Teufel, Böses. Und die richtige Band, die es richtig macht, die hat sie auch so benannt und die hat auch das richtige Symbol. Das ist Bad Religion. Die haben einfach ein Kreuz, was durchgestrichen ist wie bei Ghostbusters, aber die beachtet ja keiner. Nee, das Symbol habe ich übrigens auch mal tätowiert. Hast du? Habe ich, ja. Verrückt. Bin mir auch ziemlich sicher, dass du die Misfits auch schon mal tätowiert hast. Ja. Das wurde sogar geteilt von dem Gitarristen von Misfits, von richtig Doyle. cool. Also der hat das Foto hier von meinem Ellbogen nochmal geteilt. Oh, sehr cool. Du gehst rum, meine Liebe. Du gehst rum. Wo kann man dich denn finden? Überwiegend bei Instagram tatsächlich. Mein Instagram-Account heißt alexprism.tattoo. Und unser Laden, in dem ich arbeite, heißt smiling.tattoo. Also Smile, wie das englische Lächeln, nur Ink am Ende noch hinzugefügt und ohne E. Also als kleines Wortspiel. Also Smilling. Smilling, genau. Super. Und man kann dich auch einfach anschreiben. Genau, am besten läuft die Terminvergabe immer über den Shop selber. Aber natürlich, man darf mir natürlich schreiben, klar. Cool.
So, jetzt haben wir das geklärt. Bevor noch irgendjemand meinen Arm antatscht in der Öffentlichkeit. Guckt mit den Augen, nicht mit den Händen. Na, ich freue mich ja jedes Mal. Ich freue mich jedes Mal, dass Leute sich darüber freuen, dass das cool aussieht. Ich freue mich, dass Victoria ihren Papa mag auf meinem Arm. Ja, das bedeutet mir sehr viel. schön, ja. Und da muss ich dir nochmal von ganzem Herzen danken. Habe ich sehr gerne gemacht. Ohne dich, das muss man auch sagen, ohne dich wäre ich in dieser ganzen düsteren Zeit in den letzten Jahren, wäre ich ein Wrack. Ne? Weil du dich so viel um mich gekümmert hast und so viel gemacht hast für mich. Da muss ich auch nochmal hier von ganzem Herzen Danke sagen. Oh, und wenn das die Sendung gleich vorbei ist, dann gebe ich dir nochmal einen Klatscher auf die Wange. Das macht man für Freunde. Einfach. Finde ich selbstverständlich. Für die Leute da sein. Alex, hat mich gefreut. Ich freue mich, wenn ich in Zukunft noch mehr von dir höre, wenn ich dich irgendwann hier wieder begrüßen darf. Und wer weiß, vielleicht hast du bis dahin wieder eine neue Technik oder ein neues gestalterisches Objekt, was du uns vorweisen kannst. Ein cooles Projekt. Mal sehen. Das wäre cool. Ja. Ich freue mich. Und ich freue mich auf weitere Folgen. Machen wir. Mach's gut. Du auch. Für heute verabschiedet sich der Vegan Satanist. Doch unsere Reise, die wird weitergehen. Denn es gibt noch so viele Fragen, die nach einer Antwort suchen. Bis dahin, macht es wie Eva. Esst einen Apfel und bleibt böse. Bis zum nächsten Mal.